Liebe Kaffeeliebhaber und liebe Kaffeenetzler, herzlich willkommen zu meinem Billojo Umbaututorial einer Heißluftfritteuse in einen artisankontrollierten Kaffeeröster. Ich bin Johannes und werde euch in den kommenden Parts zeigen, wie man die Heißluftfritteuse so modifiziert, dass man damit computergesteuert Kaffee rösten kann. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Ich habe vor 2 Jahren angefangen, mich dafür zu interessieren, auch mal selber Kaffee zu rösten, nachdem ich viele unterschiedliche Kaffees probiert habe und auch mit meiner BZ10 soweit ganz zufrieden bin, dass ich gedacht habe, ich muss da jetzt nicht noch weiter upgraden, sondern mal in Richtung Kaffeerösten gehen. Habe dann von Scott Rayo den Coffee Roasters Companion gelesen und das ist ein sehr tolles Buch, wo eigentlich alles darüber drin steht, wie man anfangen kann zu rösten und worauf man achten sollte. Und Scott Rayo schreibt in seinem Buch unter anderem, dass es wichtig ist, die Temperatur der Bohnen sich anzugucken, weil er nach seiner Einschätzung herausgefunden hat, dass die besten Röstungen, die er getestet hat, eigentlich immer einen Temperaturverlauf haben, der immer flacher wird. Und ich zeige euch da hier mal jetzt ein Bild und das ist ein Bild, was der Scott Rayo mal gepostet hat und hat gesagt, eine Röstung sollte immer so verlaufen, dass quasi die Temperatur stetig und konstant abnimmt. Und diese Veränderung der Temperatur kann man auch als Wert plotten. Das nennt sich dann Delta-BT und dieser Delta-BT sollte immer konstant abnehmen während der gesamten Röstung. Und ich fand, das klang eigentlich alles ganz logisch und wollte auch versuchen, quasi nach seinen Empfehlungen vorzugehen. Damit ich das aber kann, muss ich in der Lage sein, quasi die Bohnentemperatur in meinem Heißluftröster auch zu messen. Und andererseits muss ich auch in der Lage sein, die Temperatur des Heißluftrösters, der Heißluftfritteuse auch so zu regulieren, dass ich quasi die Temperatur so modifizieren kann, dass am Ende diese Kurve auch so rauskommt von der Röstung. Und daher habe ich quasi den Heißluftröster jetzt so modifiziert. Das kann ich euch mal hier zeigen. Dass die Trommel ist so modifiziert, dass quasi an der einen Seite der Aufhängung der Trommel ein Temperatursensor durchlaufen kann, der quasi in die Bohnenmasse eintaucht, während die sich dreht. Darüber kann jetzt die Temperatur ausgelesen werden. Der Sensor läuft hier unten in das Gehäuse zu einem Arduino Mikrocontroller, der hinten drin sitzt und da kann dann die Temperatur ausgelesen werden. Zusätzlich, um die Temperatur zu kontrollieren, ist da auch ein AC-Dimmer-Modul hinten eingebaut und darüber kann ich die Heizlampe kontrollieren. Und ich kann das jetzt mal kurz demonstrieren. Ich schalte hier mal die Vita Turbo auf 230 Grad ein. Und jetzt habe ich hier einen Regler bei Artisan, der nennt sich Brenner. Und wenn ich den jetzt zum Beispiel auf 50% mache, dann wird die Lampe auf 50% gedimmt. Besser kann man sehen, wenn ich das jetzt auf 10 mache oder 15, dann geht die Leistung von der Heizlampe runter. Und so kann man auch zum Beispiel über den PID von der Artisan-Software sagen, heiz mir bitte den Heißluftröster auf eine bestimmte Temperatur vor, dann fährt er auf eine bestimmte Temperatur und kann die dann halten. Aber ich kann zum Beispiel auch während der Röstung sagen, ich will jetzt mit voller Leistung anfangen und im Laufe der Röstung quasi die Heizleistung der Lampe immer weiter zurücknehmen, damit ich in die Bohnentemperatur genauso hinbekomme, dass die so eine abflachende Kurve hinbekommen. Und ich blende jetzt mal einen Graphen ein von der Röstung, den ich vor kurzer Zeit mal gemacht habe. Und da kann man sehen, dass
äh, dass wenn ich quasi an bestimmten Zeitpunkten die Leistung runtersetze von der Heizlampe, dass ich in der Lage bin, quasi so eine Kurvenform von der Bodentemperatur mit diesem Röster hinzubekommen, was dann auch zu einer wirklich sehr guten Röstung geführt hat. Also der Kaffee war wirklich großartig, der da rausgekommen ist. Und das ist natürlich schön, wenn man einmal so eine Kurve hinbekommt, dass man das einfach die ganze Zeit so reproduzieren kann. Und ich habe diese Verringerung der Leistung, die kann ich als Alarm automatisiert bei bestimmten Temperaturen einstellen und dann fährt einfach dieser Röster automatisiert diese Kurve. Man kann dann über die Zeit, wie lange man wartet, nach dem Anfang von dem First Crack bestimmen, natürlich, ob man eher eine helle, eine mittlere oder eine dunkle Röstung haben will. So, ich kann jetzt hier auch über den Regler, wenn ich ihn auf 9 setze, die Heizlampe einfach komplett ausschalten. Das werde ich jetzt mal hier machen, damit es nichts verbraucht. Ja, und unter anderem wurde auch ein schnellerer Motor eingebaut, der dazu führt, dass die Bohnen besser durchmischt werden und quasi in der Trommel sind jetzt auch Schaufeln platziert. Und ihr könnt sehen, das bewegt sich jetzt mit 50 Umdrehungen pro Minute und das führt zu einer sehr gleichmäßigen Röstung. Und natürlich kann man mit Artisan dann auch während die Röstung verläuft hier die Temperatur tracken. Das war die Erklärung, warum ich den gebaut habe. Und ich würde mich freuen, wenn einige Leute den auch nachbauen, sodass man dann sich Tipps geben kann bezüglich Parametern, wie man die Heizleistung reguliert, dass man für bestimmte Bohnen halt die korrekten Profile bekommt. Und das wäre toll, wenn dann noch ein paar Leute mehr sind, die quasi den so exakt nachbauen und man dann quasi untereinander Profile also nicht Profile, sondern quasi Parameter austauschen kann, Tipps für Bohnen und so. Das würde mich sehr freuen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Tutorial. Übrigens, diese Heißluftfritteusen kosten neu um die 110 Euro oder um die 100 Euro. Es schwankt auch manchmal von 90 bis 110 Euro neu, aber es gibt die gebraucht ziemlich oft in den Kleinanzeigen und dann kriegt man die schon für um die 50 Euro. Ja, also, und diese ganze Modifizierung, die ich jetzt gemacht habe, die kostet maximal 30 bis 40 Euro noch dazu. Das heißt, man endet irgendwie bei unter 100 Euro für einen Kaffeeröster, der quasi computerkontrolliert ist, übrigens auch Bluetooth kontrolliert. Also hier ist keine Kabelverbindung zwischen dem Laptop und dem Röster. Ja, und ich denke, das ist ein ganz guter Einstieg, um mal zu gucken, ob man wirklich später auf einen großen Trommelröster umsteigen möchte, wenn man das gerne öfter machen will, oder ob das vielleicht doch nur was ist, vielleicht reicht einem das auch aus für die paar Mal, die man rösten möchte. Oder man möchte halt einfach mal schauen, macht mir das Spaß oder ist das schön, oder kaufe ich mir doch die Röster beim Röster nebenan. Ja, dann viel Spaß noch beim Tutorial. Und der erste Schritt, den ich euch hier zeigen möchte, ist der Einbau von einem schnelleren Motor für die Rösttrommel. Diese Motoren, die eingebaut werden, die haben die Produktnummer 50 KTYZ und die gibt es in unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu erwerben bei AliExpress, eBay oder Amazon. Das Problem ist, dass die mit zunehmenden Geschwindigkeiten an Drehmoment verlieren
Das heißt, man muss versuchen, einen möglichst schnellen Motor zu finden, der noch das Drehmoment hat, um die Rösttrommel plus 250 bis 350 Gramm Kaffee ungefähr bewegen zu können. Und ich habe in meiner Version 1 vom Billojo einen Motor mit 30 RPM eingebaut. Aber es gibt andere im Forum, die haben 50 erfolgreich genutzt. Und ich habe jetzt hier auch einen neuen Motor mit 50 RPM gekauft und werde den jetzt hier einbauen. Der Motoreinbau ist eigentlich relativ straightforward. Da muss man nicht viel machen. Eigentlich nur den alten rausnehmen und man kann dann den neuen einbauen, wenn man die Kabel einfach noch vernünftig anschließt. Bei dem Motor dabei ist so ein Widerstand und mit diesem Widerstand wird ermöglicht, dass der Motor quasi beide Phasen nutzt, um die Kraft vernünftig zu übertragen, was bedeutet, dass man mit dem Motor eigentlich dann auch nur in eine Richtung quasi die Trommel drehen kann, während eigentlich der Originalmotor von Vitair, der relativ schwach ist, einem ermöglicht, mit diesem Knopf quasi die Drehrichtung zu wählen. Wenn man nochmal drauf drückt, dann kann man halt die Richtung wählen. Das kann man in dem Fall jetzt nicht mehr, aber uns ist das eigentlich egal. Wir wollen, dass die Trommel sich die ganze Zeit in eine Richtung dreht. Und das kann man mit dem Zwischenschließen von diesem Widerstand ermöglichen. Zum Anschließen brauchen wir noch Vago-Klemmen. Ich habe hier zwei Zweier. Optimaler wäre eine 2er Vago-Klemme, eine 3er Vago-Klemme und eine 5er Vago-Klemme. Ich habe jetzt hier zwei Zweier und eine 5er. Was wir noch brauchen, um das Gehäuse aufzumachen, ist ein Dreiecksbit in der Größe 3. Ja. Der sieht so aus, die kann man einzeln kaufen, auch auf Online-Portalen oder in einem Set. Klarstein macht es einem etwas schwierig, quasi das Gehäuse aufzumachen, aber es geht. Man braucht so ein paar extra Tools. Unter anderem braucht man auch einen sehr langen Schraubenzieher. Das kann man dann so lösen, also entweder man kauft sich einen langen Kreuzschlitzschraubenzieher oder wenn man zu Hause schon sowas hat, wo man so einen Schraubenzieher, wo man Bits reinmachen kann, kann man einfach nochmal so eine Verlängerung reinstecken. Und dann reicht das von der Verlängerung, von der Länge her auch. Oder aber, ich werde das jetzt alles mit einem Akkuschrauber machen, dann kauft man sich einfach so eine Verlängerung für einen Akkuschrauber. Das geht auch. Und damit kann man dann das Gehäuse aufmachen und das werde ich euch jetzt zeigen. So, als erstes werde ich mal hier die Rösttrommel rausnehmen und diese Wanne. Die ist hier drin, die kann man einfach rausnehmen. Wie ihr seht, habe ich mir eine gebrauchte Vitair bei Turbo bei Kleinanzeigen gekauft. Hat mich 35 € gekostet. Da ich schon eine habe, wollte ich jetzt nicht nochmal 100 € ausgeben, um euch zu zeigen, wie das geht. Aber ja, man kann auf jeden Fall günstig gebrauchte Vitairs bei Kleinanzeigen bekommen. Und man sollte darauf achten, dass sie nicht zu krass gebraucht sind, damit man sie noch einigermaßen gut reinigen kann. Wir fangen jetzt mal hier oben an. Und zwar ist hier oben eine Plastikblende oben drauf. Hat Vitair eigentlich nur aus optischen Gründen drauf gemacht und um es einem schwer zu machen, an die Platine dran zu kommen. Die werden wir einfach mit einem dünnen Schraubenzieher aufhebeln. Ne? Da geht man hier einfach vorne drunter, hebt das hoch, da brechen dann ein paar kleine Halterungen von dieser Blende ab im Notfall. Also ich habe das jetzt schon einmal gemacht, deswegen bricht das hier nicht mehr ab. Aber hier sind so kleine Füßchen, davon werden wahrscheinlich, wenn ihr das macht, ein paar Füßchen abbrechen. Die könnt ihr dann nachher aber einfach wieder entfernen. Und wie gesagt, das ist nur aus optischen Gründen da oben drauf. Das brauchen wir nicht. Jetzt kann man hier sehen, dass da oben quasi 3 Schrauben sind, um das aufzuschrauben. So. Dann hier sind ganz normale Kreuzschlitzschrauben
drauf, dann mache ich mal die 3 weg. So, und als nächsten Schritt müssen wir quasi jetzt von innen noch die Befestigung dieser Abdeckung abschrauben. Und zwar sind hier 4 Kreuzschlitz, die nehmen wir auch einfach raus. So. Wenn wir das jetzt hier runterklappen, kann man jetzt hier diese Abdeckung einfach abnehmen und dann sieht man, kann man einen Blick auf die Platine werfen. Und was man hier jetzt quasi sieht, ist, hier ist der Trafo und das Schöne ist, hier ist ein Triac drin, mit dem die Halogenlampe eigentlich geschaltet wird. Und diesen Triac, den können wir im späteren Verlauf vom Tutorial, zeige ich das dann noch, der wird dann genutzt, um die Halogenlampe zu dimmen. Hier laufen ziemlich gut deklarierte Leitungen lang. Und hier ist zum Beispiel dieses blaue Kabel, das ist der Neutralleiter. Und mit diesem wollen wir, und an diesem ist auch quasi der Motor unten angeschlossen. Eines der Kabel läuft zum Neutralleiter, das kann man hier sehen. Und zwar ist das dieses. Das müssen wir jetzt einmal quasi identifizieren, indem wir jetzt quasi unten das Gehäuse aufmachen und dann nachher gucken, an welchem Kabel vom Motor wir ziehen, welches dieses ist, was mit dem blauen Kabel vom Neutralleiter namens HCNIN verbunden ist. Ja, die sind alle verbunden über so Steckhülsen, die Kabelenden. Das werden wir jetzt mal tun, das heißt, wir bauen jetzt quasi das Gehäuse von unten einmal auf, gucken uns da mal den Motor an. Dafür packe ich das hier wieder drauf. So. Ich werde das jetzt mal nicht befestigen, sondern ich werde die einfach nehmen und einmal rumdrehen. So. So, hier oben drin sind jetzt quasi 3 Kreuzschlitzschrauben, die wir rausdrehen müssen, und 2 Dreieck-Bit-Schrauben. Ja, ich mache erstmal die Kreuzschrauben raus. Und jetzt muss ich da diesen Dreieck-Bit drauf machen, um die beiden Dreieckschrauben da rauszuholen. Ja, um es den Leuten möglichst schwer zu machen, hat Klarstein hier noch 2 Schrauben reingemacht, die quasi ganz unten am Ende von diesem Gehäuse sind. Und da muss man in so einen ganz dünnen, langen Schacht reinschrauben. Und dafür habe ich jetzt diese Verlängerung für den Akkuschrauber. Ich mache da wieder meinen Kreuzschlitzbild drauf. Und gehe dann damit da rein, in diese äußeren Löcher. Und dann muss man weit runter. So, jetzt haben wir vom Boden her alle Schrauben rausgenommen. Klarstein hat aber noch 2 Schrauben reingemacht, die man entfernen muss, um das Gehäuse unten abnehmen zu können. Und zwar sind
diese beiden Schrauben hier vorne unter zwei so Plastikkäppchen drunter. Das ist so ein bisschen fummelig, die abzubekommen, aber es geht. Man muss mit einem sehr flachen Schraubenzieher rein und dann diese Kappen langsam raushebeln. Und da unter diesen Plastikkappen befinden sich dann wieder zwei kleine Kreuzschlitzschrauben. So. Das kann ich dann, die werde ich dann auch entfernen. So, mir raus. So. Jetzt haben wir alle Schrauben von dem Gehäuse entfernt und können uns das jetzt einmal angucken. Ich habe die jetzt hier einmal gedreht, so auf dem Tisch. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich halte die an dem grünen Ring vorne und hinten fest und kann jetzt hier quasi das Gehäuse einmal rausnehmen. Das lege ich mal hier zur Seite. Hier geht so ein Textilschlauch lang mit den Leitungen, die von der Platine kommen und zum Display gehen. Und gleichzeitig sieht man hier unten auch, so. Gleichzeitig kann man hier unten auch den Motor sehen. Da steht HA03 drauf und hat, wie gesagt, nur 2,5 Umdrehungen pro Minute. Das heißt, den wir einbauen, der wird dann 20 Mal so schnell sein, mit 50 Umdrehungen pro Minute. Was wir jetzt rausfinden wollen, ist quasi, welches dieser beiden Kabel ist der Neutralleiter und welches ist die Phase. Und da gucken wir jetzt einfach mal nach dem, machen wir mal hier auf, oben die Platine und ich ziehe mal an diesem Kabel, das ist quasi das, wenn ich hin und her mache, dann sehe ich, das ist dieses Kabel, was hier ist noch ein kleiner Textilschlauch, der geht von unten nach oben, geht durch diesen Textilschlauch durch das Kabel. Ich ziehe hier hin und her und sehe, dieses Kabel, das hier auf der linken Seite vom Motor ist der Neutralleiter. Ich werde den jetzt mal kennzeichnen mit einem Stückchen Tesa. Damit ich weiß, dass das der Neutralleiter ist. Okay. Dann schreibe ich da jetzt mal N drauf oder Minus. Ja. So. Und jetzt werden wir die Kabel von dem Motor durchtrennen und da den neuen Motor einbauen. So, ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen gut sehen. Der Motor ist festgemacht mit zwei Kreuzschlitzschrauben an diesem kleinen Metallstück, was hier unten rausguckt. Und ihr müsst wirklich nur diese beiden Kreuzschlitzschrauben entfernen. Und vorher werde ich die beiden Kabel unten am Motor durchtrennen. Einfach mit einem Seitenschneider durchschneiden. Ja. Und dann können wir diese beiden Kabel nachher zur dann können wir diese beiden Kabel später zum Betrieb des neuen Motors verwenden. Den alten Motor, den baue ich jetzt aus. Die beiden Kreuzschlitzschrauben, die sind hinten mit einer Mutter fixiert. Und ich nutze jetzt so eine Zange, ich glaube die heißt Franzose oder so, ich weiß nicht, um quasi hinten die Mutter festzuhalten, während ich die Schraube rausdrehe. So, das ist Schraube rein. Zeichen wir jetzt auch immer weiter.
schon der Motor entgegen. Hier ist die Schraube mit der Mutter. Und an dem Motor dran ist geschraubt die Aufnahme für diese Achse von der Rösttrommel. Oder von dem Pommes-Grillkorb, was es eigentlich ist. Und die müssen wir jetzt auch entfernen und auf den neuen Motor draufsetzen. Da werde ich mal. Sollte ich das auch mit dem Akkuschrauber machen? Ja, ich denke ja. Nehme ich mit den Franzosen wieder. Der ist nämlich auch wieder mit einer Mutter festgemacht. Setze ich das hier an. Und dann vorsichtig freischrauben. So. Können wir das abnehmen. Und die Mutter. Ja, die steckt da noch drin in dem Franzosen, aber das ist ja nicht schlimm, kann ich gleich verwenden. Das sieht dann eigentlich genauso aus, das Ende, vielleicht ein bisschen kürzer. Und wir packen jetzt diese Aufnahme für die Trommel einfach hier über diesen Stift von dem neuen Motor. Da ist ein kleines Loch und hier in der Aufnahme auch. Und da kommt dann einfach die Schraube durch. Und hier haben wir die Mutter. Das einmal nicht Antwort hier. Ich jetzt nicht an. Schraube, man sollte nicht so viel einschrauben, wenn man nicht die Aufnahme klar verliest. So, machen wir die ganze Schraube drauf. Dann muss man so fest anschrauben. Die Schraube wieder vorsichtig rein. Die Aufnahme biegt sehr leicht durch, aber das macht nichts, also, wenn die ganz leicht gebogen ist. Also sitzt jetzt schön hier drauf, die Mutter kann sich nicht lösen und der Motor kann jetzt quasi die Trommel über die Aufnahme drehen. Und zwar wird das so angeschlossen, dass quasi die Phase verbunden wird mit dem roten Kabel und dann über den Widerstand eine Verbindung aufgebaut wird zu dem grünen Kabel. Dann, optimalerweise hätte ich jetzt quasi eine Dreier-Vago-Klemme, um quasi die Phase, das rote Kabel und den Widerstand einzeln zu verbinden. Was ich aber hier in dem Fall jetzt machen werde, ist, ich werde das rote Kabel und die Phase einfach miteinander verdrehen. Ja. Wenn man das irgendwie vernünftig machen kann. Das ist schon okay. Und dann in eine der Vago-Buchsen rein. Ja, das sitzt gut. Und dann werde ich den Widerstand einsetzen und ich werde die Füßchen etwas kürzen, damit das besser in diese Vago-Klemmen reinpasst. Weil da soll ja nicht irgendwie viel leitender Draht rausgucken. Also so vielleicht 1 bis 1,5 Zentimeter lang. Jetzt kann ich das hier, das Füßchen von dem
Widerstand in die Vakuumklemme reinklemmen. Die sitzt auch ziemlich fest. Ja. Sitzt auch fest. Und jetzt das andere Füßchen in die neue Vakuumklemme. Das sitzt auch gut. Und in das andere offene, in den anderen offenen Platz dieser zweiten Vakuumklemme jetzt das grüne Kabel rein. So. Und jetzt haben wir den Motor korrekt angeschlossen. Jetzt müssen wir den Motor eigentlich nur noch einbauen, so dass die Halterung für die Trommel auch durch diese kleine Öffnung in Plastik verläuft. Aber das ist eigentlich relativ einfach. Setzt man einfach hier ein. Und jetzt kann man das ganz einfach wieder dran schrauben mit den Schrauben und den Muttern, die man vom alten Motor hat. So, ich habe das jetzt festgeschraubt, den Motor. Und um jetzt quasi die Funktion einmal zu testen, bauen wir das einmal wieder zusammen. Aber ich schraube das jetzt nicht wieder fest, sondern ich baue es einfach wieder zusammen. Dafür hebt man dann quasi diesen Teil mit dem Textilschlauch, der unten lang läuft, einfach wieder oben drauf. Oh, jetzt gucken hier die Kabel raus. Die sollten natürlich auch nach unten hängen, in das Gehäuse rein. So. Okay. Jetzt machen wir noch die Abdeckung drauf. Und jetzt werde ich die mal anschließen. Und dann können wir mal sehen, ob der Motor vernünftig funktioniert. So, nachdem wir jetzt quasi den Motor eingebaut haben, testen wir, ob der Motor auch vernünftig läuft. Einfach indem wir die Klarsteine anschließen an den Strom. Setzen dann hier die Trommel ein in den Motor, starten das Programm, indem man hier einmal auf 230 und auf 1 Stunde stellt und auf Start macht. Dann geht die Heizlampe an und wenn man dann hoch macht, dann läuft das Programm eigentlich weiter, nur die Heizlampe hört auf. Man kann immer noch hier den Motor anstellen. Was man jetzt hier sieht, ist, dass quasi die Aufhängung ein bisschen eiert. Ja. Also die bewegt sich so ein kleines bisschen hoch an einer Stelle. Und was man jetzt machen muss, ist, um das zu verhindern, damit die Trommel wirklich ganz gerade läuft, ist hier hinten so ein bisschen von der Plastiköffnung, wo die Aufhängung vom Motor drin sitzt, nochmal ein bisschen rausfräsen. Das werde ich jetzt mit einem Dremel machen. Es liegt leider daran, dass quasi dieses Loch für die Aufnahme von dem neuen Motor ein bisschen weiter oben ist als von dem alten Motor. Und dadurch setzt das hier so ein bisschen auf. Ja. Das heißt, man muss den Motor jetzt noch einmal rausnehmen, das Loch, wo das hier drauf geht, ein bisschen vergrößern. Ja. Das, wo das rauskommt hier, diese Aufnahme. Das muss man einfach ein bisschen mit einer Schleife oder mit einem Dremel oder sowas ein bisschen weiter öffnen, damit quasi das nicht zu so einem Eiern kommt. Das werde ich jetzt einmal tun. Also ich nehme jetzt hier nochmal den Motor raus. Also angeschlossen ist er noch.
Also was man jetzt quasi machen muss, ist hier ist dieses Loch, das hat so eine kleine Verstärkung nach innen und die werde ich jetzt abschleifen, damit das da nicht aufliegt hier, damit das da frei sich drehen kann. Und das schleife ich jetzt ab mit so einem Dremel, wo ich so einen kleinen Schleifaufsatz drauf habe. Also ich habe die Öffnung, wo diese Motoraufhängung drin sitzt, jetzt ein bisschen aufgeschliffen von der Seite und auch von hinten. Und jetzt hat das hier ein bisschen mehr Spiel, sodass es hoffentlich nicht mehr eiert, wenn ich den Motor reinsetze. Ja, die Pfanne, die hier drin sitzt, ist auch ein bisschen wackelig da drin, aber so, dann setze ich den Motor ein. Programm habe ich schon gestartet, jetzt drücke ich hier auf Roll und die Trommel läuft schön ruhig. Das sieht doch schon ganz gut aus. So, dann kann es jetzt weitergehen mit der Modifizierung der Trommel zum Rösten. Ja, willkommen zum zweiten Teil vom Billo-Joe Baututorial und der zweite Teil handelt von der Modifizierung der Trommel, damit man quasi einen Temperaturfühler über die Achse in die Trommel führen kann. Ja, die normale die normale Beat-Air-Achse ist so ein durchgehender Edelstahlstab und die müssen wir für unsere Modifizierung rausnehmen. Da schrauben wir einfach die Schraube hier auf und dann kann man diese Stange rausnehmen. Und ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das jetzt anstellen soll, dass ich quasi eine Achse generiere, die ein Loch hat, wo dann quasi der Temperaturfühler durchgeht. Und ich habe jetzt hier so eine Konstruktion hinbekommen, die ist aus unterschiedlichen Messing- und Edelstahlfittingen zusammengebaut und die werden wir dann gleich auf einer Seite anbringen. Und auf der anderen Seite brauchen wir noch quasi einen Teil der Achse, wo die Trommel dann quasi in der Aufhängung von dem Motor drin sitzt. Und dazu werden wir einfach einen Teil von der Stange, die bei der Trommel dabei war, benutzen. Die müssen wir aber dann einfach um 6 cm, die müssen wir dann 6 cm von der einen Seite abschneiden. Und zwar die Seite, die so leicht abgerundet ist und in der Motoraufnahme drin sitzt. Da markiere ich dann hier mal einmal 6 cm von der einen Seite, mache ich hier einen Strich und das werde ich dann im späteren Verlauf des Videos zeigen, wie ich dann das werde ich dann nachher mal kürzen und dann werde ich damit quasi die eine Seite noch zu Ende bauen. Aber jetzt fangen wir erstmal mit der Seite an, wo der Temperaturfühler durch soll. Der besteht einmal auch aus so einer Schlauchtülle aus Messing, dann so eine Verlängerung mit, ich glaube das war ein Achtel Zoll Gewinde und dann noch ein Adapter, der von ein Achtel Zoll Gewinde auf M5 Gewinde geht. Dann haben wir hier noch einen M5 Edelstahl Doppelnippel und zuletzt noch eine Unterlegscheibe und noch eine schmale M5 Gegenmutter. Und das Teil wird eigentlich so zusammengebaut, wie ich es hier hingelegt habe. Also die Schlauchtülle kommt hier oben in diese Verlängerung rein.
Und dann auf die andere Seite der Verlängerung kommt diese Reduziermutter rein, die dann auf M5 Gewinde geht. Da kommt dann der Edelstahl Doppelnippel rein. So, und dann haben wir eigentlich schon die Aufhängung von der Achse. Die müssen wir jetzt nur noch anbringen, und zwar auf der Seite, nicht auf der Seite, wo diese Feststellschraube ist, sondern auf der anderen Seite. Dazu mache ich das hier einfach auf. Halte jetzt quasi dieses Konstrukt hier in dieses quadratische Vierkantloch rein, mache von der anderen Seite die Unterlegscheibe drauf und dann auf das Gewinde noch die Gegenmutter. Und dann muss man das möglichst schön zentriert festschrauben. Ich habe hier so diesen Franzosen, um dann quasi die M5-Mutter einmal schön festzuziehen. Und dann hat man hier diese Konstruktion, die gleichzeitig Aufhängung ist von der Trommel und der Durchlass für den Temperaturfühler, der dann in die Bohnen gehen soll. Weil das Ziel von dem Bülow-Joe-Mod war, schon direkt in der Lage zu sein, die Bohnentemperatur zu messen. In der Trommel. So, und dann werde ich jetzt mal die Achse kürzen gehen, um nachher quasi die Aufhängung auf der anderen Seite noch zusammenzubauen und euch zu zeigen, wie das dann am Ende in dem Gerät aussieht. So, ich habe jetzt hier das Teil abgeschnitten von der Achse, und zwar 6 cm von dem Ende, was da in der Motoraufhängung drin sitzt. Das ist so leicht oben vorne, also es ist vorne leicht abgerundet. Und dann habe ich das mit einer kleinen Trennscheibe auf dem Dremel quasi abgeschnitten. Das kann man auch mit einer Metallsäge machen, mit irgendwas, womit man Edelstahl durchschneiden kann. Und um jetzt diese Befestigung zu konstruieren für die Aufhängung am Motor von der modifizierten Trommel, nehme ich einfach dieses 6 cm lange Teil. Und jetzt habe ich hier eine Seilklemme, eine 6 mm Seilklemme, und die stülpe ich über das Ende, wo ich das abgeschnitten habe, einfach drüber und ziehe jetzt mal die Schrauben fest. So. Und um das jetzt quasi hier auf diese Aufhängung zu bekommen, wo noch die Schraube drin steckt, mache ich das so: Ich drehe die Schraube erst einmal raus. Dann mache ich eine Edelstahl-Schlauchschelle drüber, über dieses Teil, was raussteht, und schiebe dann die Achse durch. Die Achse wird quasi in der Trommel hinten fixiert durch die Seilklemme, und mit Hilfe von der Schlauchschelle und der Schraube versuchen wir das jetzt zentriert zu fixieren. Ich mache jetzt die Schraube wieder rein. Die Schraube rein, halte ich es. So, und jetzt muss man fixieren, muss man eine Schlauchschelle gehen. Ja, das ist schön Druck auf die Achse, Gegenschraube. Wenn wir jetzt mal das so festmachen, die tiefe Schraube einstellen, dann die Achse schön gerade rauskommen. Das machen wir jetzt erstmal fest. Schön fest. So. Dann sieht das Konstrukt so aus. Innen drin ist quasi
die Seilklemme über dem Vierkant, um das zu fixieren von innen. Und außen haben wir einmal die Schlauchschelle und die Schraube, die quasi beide gegen die Achse drücken und sie so einigermaßen zentrieren. Sieht jetzt eigentlich schon ziemlich gerade aus. Ist jetzt auch nicht irgendwie, wenn dann ist es in der Ebene ein bisschen. Aber das sieht eigentlich schon recht gut aus. Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren in der Vita, wo wir den neuen Motor drin haben. So, wir testen jetzt mal den Motor und die ganze, also den Röster mal mit der modifizierten Trommel. Ja? Wir haben hier die Trommel modifiziert. Hier ist die Aufhängung mit dieser Schlauchtülle, wo nachher der Temperaturfühler reinkommt, und hier ist die Aufhängung, die Richtung Motor kommt, wo ich das von der Achse 6 cm abgeschnitten hatte und dann fixiert hatte. Dann setze ich das mal ein. Ja. Erstmal anmachen, die VTR, auf Start drücken, dann auf das obere Minuszeichen ist 230 Grad, auf das untere ist 1 Stunde. Und dann einfach anmachen, dann geht die Heizlampe an. Wenn man die dann aufmacht, dann geht die automatisch aus und man kann die Trommel reinsetzen. Und die Schlauchtülle hat so eine kleine Stelle, wo sie ein bisschen dünner ist. Und genau damit kann man sie dann hier auf diese Ritze auflegen. Und wenn ich jetzt Roll mache, dann seht ihr, die Trommel läuft schön, ohne Probleme, ganz glatt. Das heißt, wir können jetzt weitermachen mit dem Umbau. Was wir auf jeden Fall noch machen sollten, ist dieses Rost abnehmen von diese Abdeckung abnehmen von der Heizlampe, weil die kostet einfach nur Temperatur. Und da wir ja jetzt mit unserem Kaffeerösten nichts Fettiges rösten werden, was irgendwie die Lampe vollspritzen kann, kann das einfach ab. Das sind einfach nur 3 Schrauben. Und dann kann man dieses Gitter vorne einfach abziehen. So, nachdem wir jetzt herausgefunden haben, dass der Einbau des Motors funktioniert hat und wir quasi die Öffnung von der Motoraufhängung ein bisschen geschliffen, gedremelt haben, damit die Trommel auch wirklich glatt läuft, werden wir jetzt auch in die Trommel noch Schaufeln einbauen, damit die Durchmischung der Kaffeebohnen während dem Rösten besser funktioniert und dadurch die Röstung auch gleichmäßiger wird. Wir haben jetzt beim Testen von dem Laufen von der Trommel gesehen, dass sie glatt läuft und sie bewegt sich in diese Richtung, das heißt so. Das heißt, wir müssen die Schaufeln jetzt so einbauen, dass sie quasi in diese Richtung die Bohnen durchmischen. Und was wir machen werden, ist an 2 gegenüberliegenden Seiten jeweils ein Blatt, eine Schaufel einbauen. Das Prinzip von den Schaufeln hatte ich mir so überlegt, dass ich quasi einfach ein Edelstahl-Winkelprofil im Bauhaus gekauft habe. Und das ist jetzt hier 2 cm Winkelprofil mit einer Stärke von 1 mm Edelstahl.
Und das gibt es irgendwie für 3, 4 Euro 1 Meter bei Bauhaus. Und da muss man halt mit einer Eisensäge oder ähm, einem Dremel oder wie man das auch immer macht, da Stücke rausschneiden. Und zwar habe ich nachgemessen, die Länge von der Trommel ist 17 Zentimeter und ich habe das dann einfach durch 2 geteilt und habe 2 Teile à 8,5 Zentimeter abgeschnitten von diesem Winkelprofil und werde jetzt auf gegenüberliegenden Seiten anbringen. Und in diese abgeschnittenen Teile habe ich dann noch mit einem Dreier Edelstahlbohrer 2 Löcher gemacht. Und ich habe auch hier M3 Schrauben, die 1 Zentimeter lang sind, 4 Stück, um diese beiden Schaufeln jetzt in der Trommel zu platzieren. Und M3 Edelstahl Muttern, um das richtig festzumachen. Das gibt es auch als Ware zum Abwiegen beim Bauhaus und kostet irgendwie, keine Ahnung, 20 bis 30 Cent oder so, die 4 jeweils. Also das ist keine große Investition, um sich da diese Schaufeln zu bauen. Man kann natürlich auch noch mehr Schaufeln, wenn man möchte, einbauen, aber ich habe eigentlich gesehen, dass es relativ gleichmäßig funktioniert mit diesen 2 eingebauten Schaufeln. So, wir drehen, die Trommel dreht sich in diese Richtung. Was ich jetzt machen werde, ist quasi die erste Schaufel so einbauen, dass sie quasi so hier oben sitzt und quasi die Bohnen in diese Richtung antreibt. Das heißt, so einbauen hier oben. Und das muss man dann, das ist jetzt ein bisschen Gefummel, muss man dann quasi von außen 2 Schrauben durchfummeln. Schauen Sie auch gut. So, das ist jetzt mal hier noch. Hier sieht es ein bisschen aus. So, jetzt habe ich quasi die erste Schaufel hier schon dran gemacht. Und die andere Schaufel werde ich jetzt quasi auf der anderen Seite anbringen, aber so, dass es auch in dieselbe Drehrichtung zeigt. Ne? So, quasi. Ne? Dann, die drücken beide die Bohnen in dieselbe Richtung. Deswegen bringe ich das jetzt hier auf der gegenüberliegenden Seite diagonal an. Und auch hier auf.
So, jetzt haben wir quasi die beiden Schaufeln eingebaut. Die besetzen jeweils die Hälfte der Trommel, sind diagonal auf beiden Seiten eingebaut gegenüber und zeigen beide in dieselbe Richtung. Ja? Das heißt, wenn das sich so dreht, dann werden immer schön die Bohnen einmal mit rüber geschoben. Und was wir jetzt noch machen wollen, bevor wir damit das fertig ist, wir biegen diese Schaufeln so ein bisschen in die Mitte. Ja? Das heißt, wir biegen das so ein bisschen runter, mit der Hand einfach so auf der einen Seite. Dadurch kriegen die Schaufeln so eine leichte Wölbung in die Mitte, damit sie quasi die Bohnen schön in die Mitte von der Trommel buxieren beim Schaufeln. So. Das habe ich jetzt hier bei der einen gemacht. Das werde ich jetzt für die andere Seite auch noch machen. Ja, jetzt haben wir hier so eine kleine Biegung drin, auch in der Schaufel. Jetzt haben wir beide Schaufeln gebogen, das heißt, hoffentlich machen sie das dann immer von der einen auf die andere Seite, die Bohnen. Ja, dann haben wir eigentlich die Modifizierung der Trommel für den Billow-Joe fertig. So, jetzt geht es weiter. Wir haben mit der Modifizierung vom Billow-Joe, wir haben jetzt den Motor eingebaut, wir haben die Trommel modifiziert. Wir haben das Gitter oben abgenommen und jetzt geht es darum, den Temperatursensor zu installieren. Und zwar braucht man für den Billow-Joe einen Temperatursensor, der 15 cm lang ist und 1 mm dick. Und zwar ein Temperatursensor von dem Modell K-Typ. Und da gibt es zwei unterschiedliche Versionen. Ich hatte bisher eigentlich immer die Versionen, die ich aus China gekauft habe, entweder bei AliExpress oder Amazon. Da gibt es diese 15 cm, also 150 mm mal 1 mm K-Type Thermocouples. Die kosten so um die 8 Euro inklusive Versand. Allerdings ist bei meiner ersten Version das erste direkt abgegangen. Und zwar haben die hier so eine. Der Übergang von der Probe quasi hier in dieser Halterung, bei dieser scheint es jetzt sehr fest zu sitzen, ja. Die ist mir aber einmal direkt quasi nach dem Einbau ist quasi hier oben dieser Temperaturfühler direkt abgefallen. Ja. Das ist so ein bisschen Lotterie, vielleicht kann man auch gleich 2 oder 3 von den Dingern kaufen. Das ist immer noch billiger als die teure Variante. Und zwar, was ich jetzt hier mal einbauen werde, weil ich hoffe, dass das direkt beim ersten Mal auch funktioniert, ist der gleiche Sensor gekauft bei sensorshop24.de. Und das ist jetzt so ein Thermocouple made in Germany und ich hoffe, dass das dann natürlich auch dementsprechend gut funktioniert. Aber wenn der jetzt nicht funktionieren sollte, habe ich ja immer noch hier die Version aus China. Und zwar sieht der vom Sensorshop, ja, sieht schon alles ein bisschen hochwertiger aus. Ne?
Ja, den werde ich dann gleich nochmal auseinanderklipsen. Ja. Ist auch mit diesem, ja, wie heißt es, Metallfaser umwickelt. Ja, sieht doch gut aus. Ja, den werden wir jetzt einbauen. Für den Einbau müssen wir irgendwie eine Durchführung machen von dem Inneren vom Gehäuse, von der Heizkammer quasi nach unten ins Gehäuse, damit das nachher mit dem Arduino connected werden kann. Und was wir dafür machen müssen, ist quasi ein kleines Loch bohren. Und zwar diese innere Trommel, die hier drin ist, die hat 2 Griffe an rechts und links. Und ich werde jetzt quasi, wo der linke Griff ist, also hier vorne, wo der linke Griff sitzt, werde ich an der unteren Kante einfach nach unten mit einem 6er Bohrer ein Loch bohren. Ja, das kann man jetzt vielleicht nicht sehen, aber ich bohre hier einfach mal ein Loch. So. Mal wieder Plastikabfall generiert. Nehme ich mal grob raus. So, und dann könnt ihr quasi hier sehen, ich habe jetzt hier ein kleines Loch. Da läuft dann später das Kabel von dem Temperaturfühler durch. Das Problem ist, dass man ja irgendwie auch an diesem Griff noch vorbeikommen muss. Ja, wenn ich das hier jetzt reinsetze, ist hier quasi kein Platz, damit das Kabel da durchgeführt wird. Was wir also auch noch machen müssen, ist jetzt mit einem Dremel hier einen kleinen Kanal rausfräsen aus diesem Plastikgriff, damit da das Kabel von dem Sensor noch durchpasst. Und das werde ich jetzt mal machen. Also wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich einfach hier an der Seite ein bisschen von dem Material weggefräst, dass hier quasi eine Lücke entsteht. Wenn ich das jetzt einsetze in den Röster, das Gehäuse ist noch nicht, bleibt erstmal nicht angeschraubt, sondern ich lasse das offen bis zum Ende, deswegen kippelt das manchmal noch so ein bisschen raus. Also wenn ihr jetzt hier quasi seht, ist hier so ein kleines Loch, wodurch dann nachher das Kabel verlaufen kann von dem Sensor. Direkt unten in dieses Loch, was ich gebohrt habe, und dann verläuft das Kabel im Boden von der Fritteuse. Okay. Dann werde ich jetzt mal das Kabel durchführen. Ich habe jetzt hier den Sensor mal ausgepackt, das Etikett abgemacht und diese Kabelbinder. Und um jetzt quasi den Sensor einzubauen in den Billo-Joe, nehme ich einfach die Wanne raus. Das hatte ich ja hier gerade eben abgefräst, den Kanal. Hier ist das Loch, was ich gebohrt habe. Und dann fädel ich einfach das Ende mit den beiden, mit den beiden Kontakten, die nachher an den Arduino sollen, hier durch das Loch. Und den Rest von dem Kabel, der passt auch schön durch das 6er Loch, was ich da rein gemacht habe. Und drücke jetzt hier einfach das Sensorkabel durch. So ungefähr so. Und jetzt gucken wir auch mal, ob der
ob quasi dieser Kanal schön funktioniert, so wie er sollte. Und tatsächlich, das Kabel, die Trommel sitzt schön drin und das Kabel hat noch Spiel. So sollte das auch sein, dass quasi so ein bisschen Spiel da ist, dass das gut schön funktioniert. So, im nächsten Schritt nehme ich jetzt die Trommel. Und das hier ist, habe ich gerade gebogen. Ich nehme jetzt hier die Trommel und führe den Sensor durch diese Konstruktion in die Trommel rein. Und anschließend biege ich den Temperaturfühler vorsichtig einmal um ca. 90 Grad und prüfe dann, ob ich die Trommel dann mit dem Sensor vernünftig einsetzen kann. Und ja, das sieht gut aus. So sollte der Sensor dann nachher drin liegen. Ne? Ja, ich hoffe, das kann man sehen. Der Temperaturfühler der zeigt jetzt quasi in die Trommel rein. Und was wir jetzt im nächsten Schritt noch machen müssen, ist den Fühler noch quasi zu verbiegen. Und zwar müssen wir ihn in diese Richtung biegen. Und zwar so, dass er quasi diagonal nach unten geht, an die hintere Wand geht. Also nicht nach unten biegen, sondern nach da. Weil die Bohnen werden durch diese Schaufeln immer hier auf diese Seite quasi geschoben. Befinden sich die meiste Zeit hier ungefähr in der Höhe. Das heißt, ich werde den jetzt vorsichtig hier um die Ecke biegen. Nach da. Und jetzt muss man durch die Drehung von der Schaufel rausfinden, wie weit kann man den nach unten biegen, ohne dass die Schaufel da dran stößt. Ich habe sie jetzt einen Ticken zu weit runtergebogen, dann biege ich einfach wieder ein bisschen zurück. So. Ich habe jetzt den nach da hinten unten gebogen und der läuft gerade so über der Schaufel vorbei und fast in der Mitte von der Trommel befindet sich jetzt vorne der Fühler. Und das ist eigentlich optimal, weil da auch sich die meisten Bohnen aufhalten. Und man muss natürlich achten, dass der Sensor bei der Röstung sich auch innerhalb der Bohnen befindet. Und das ist aber eigentlich bei der Konstruktion der Fall. So. Gut. Dann sind wir jetzt schon bereit quasi, um mit der Elektronik anzufangen. So, das ist der Arduino Sketch, den ich im Laufe des letzten Jahres erstellt und immer wieder ein bisschen verbessert habe. Ich denke, das ist jetzt eine Version, mit der man arbeiten kann, und ich wollte mal ganz kurz hier kurz mal erklären, wie die aufgebaut ist. Der initiale Sketch, den ich anfangs mal benutzt habe, den hat ein User namens Coffee Whiskey mal im Kaffeenetz-Forum gepostet. Und zwar imitiert dieser Sketch eigentlich ein TC4 oder TC4 Board. Das ist so ein Standalone Board, was man in seinen Röster einbauen kann, wo quasi schon PID und Temperatursensoren alles auf einer Platine drauf ist, was auch relativ erfolgreich war, aber mittlerweile wird es, ich weiß nicht mehr, ob es noch produziert wird,
Man kann's glaube ich noch irgendwo kaufen. Kostet glaube ich um die 40 Euro. Aber den Sketch, den ich jetzt benutzt habe, der imitiert quasi ein TC4 und kann halt auf einen Arduino Nano, der 2-3 Euro kostet, laufen und erfüllt also den Zweck in meinem Fall auf jeden Fall. So, wir haben hier oben am Anfang von dem Sketch muss man einmal die Libraries, die man mit dem Sketch benutzen möchte, einbinden. Das ist einmal die Library für den Chip, der den Temperaturfühler ausliest. Das ist dieser Max 6675 und dafür die Library. Und was wir dann noch angeschlossen haben an den Arduino ist dieses AC-Dimmer-Modul von RobotDin. Und da gibt's auch eine Library, die verwendet wird in diesem Sketch. Dann wird hier noch weiter definiert quasi, dass der Serial-Ausgang quasi von dem Sketch hier use-serial genannt wird. Und dann ist auch noch ein Output-Pin, und zwar der Pin 3 definiert worden und der Zero-Cross-Pin ist Pin 2 und die beiden Pins sind wichtig für diese AC-Dimmer-Library und für die Funktionen von dem AC-Dimmer. Das heißt, die muss man einmal definieren am Anfang. Und man muss hier über Dimmer-Lamp-Dimmer auch quasi den Output-Pin, das ist hier Pin Nummer 3, einmal definieren, damit die Library weiß, an welchem Pin sie quasi da funktionieren soll. Dann werden hier die Variablen vergeben, die Integer-Variablen und dann oder die Anschlüsse auch. Wir haben quasi für die Dimmer-Funktion wird anfangs mal ein sogenannter diese Out-Value gleich 0 gesetzt. Und hier haben wir die Pin-Belegung, die digitale Pin-Belegung für das Breakout-Board von diesem Temperatur-Sensor-Chip. Und zwar sind das diese 5. Und die sind quasi in absteigender Reihenfolge hier 9, 8, 7, 6, 5 so gelegt, dass sie quasi exakt den Pins von dem Breakout-Board entsprechen und man das eigentlich nur so direkt neben den Arduino Nano auf dem Breadboard stecken kann. Dann haben wir nochmal einmal den Pin 11 belegt vom Arduino Nano und zwar habe ich darüber diesen AC-Dimmer, darüber schicke ich den Strom. Ich habe nämlich im Laufe des Jahres rausgefunden, dass ich quasi den AC-Dimmer wenn ich dem keinen Strom gebe, dann fließt da auch kein Strom durch. Und normalerweise ist das so, dass man quasi einen Dimmer niemals bei einem AC-Dimmer eigentlich keinen Wert 0 erreichen kann vom Dimm, weil das quasi physikalisch unmöglich ist. Aber mit diesem Trick, dass man quasi dem Dimmer die Spannung wegnimmt, dann fließt kein Strom mehr durch das Dimmer-Modul und dann hat man quasi seinen Nullwert. Und so habe ich quasi ermöglicht, dass man den Dimmer auch komplett ausschalten und damit auch die Lampe komplett ausschalten kann. Als weiteres ist dann hier noch quasi definiert, dass für die Temperatur-Library der Befehl und dann hat man hier einmal dieses Thermocouple und das besteht aus den 3 Werten, die gelesen werden. Das ist hier Pin SO, die Clock und dann Pin CS und Pin SO. Die sind Teil von dieser Breakout Board. Ja, und dann wird quasi schon das Setup für den Sketch gemacht. Der Serial Output wird quasi auf über 9600 Baud ausgegeben. Das ist wegen dem Bluetooth-Modul notwendig. Aber das funktioniert soweit recht gut. Dann kann man von dem Dimmer den Mode quasi bestimmen und der wird darüber initialisiert und ist ganz normal on. Dann ist hier quasi noch definiert der Pin-Mode von dem Pin VCC. Das ist einmal hier 8
und Pin Ground, das ist 9. Die sind alle als Output definiert und der Pin 11 auch. Und über Digital Write wird quasi dann hier eine Spannung angelegt. An Nummer 8 ist quasi dann 5 Volt. Und dann Pin Ground, also Nummer 9, ist dann 0. Und initial ist auch am Pin Nummer 11, also dieser Pin-Dimmer VCC, auch eine Spannung angelegt über High. Dann ist hier kommt dieses Void Print Space, wo ich nicht ganz genau weiß, warum dieser Term so aussieht, aber der war bei einem Example dabei von dieser AC Dimmer Library, wie man das über einen Serial Port dimmen kann. Ja, und dann fängt der eigentliche Loop an. Genau, der Loop. Also Artisan funktioniert im Zusammenspiel mit dem TC4-Board eigentlich so, dass Artisan quasi in der Sample-Rate, also alle 1 bis 3 Sekunden, über die serielle Schnittstelle einen sogenannten Read-Befehl schickt. Ja, der steht hier. Also Artisan schickt an das TC4 einen Read-Befehl über die serielle Schnittstelle und TC4 antwortet dann, indem es quasi unterschiedliche Parameter zurück übermittelt. Und ich habe hier so eine if-Schleife gemacht, quasi, die liest immer das, was der Arduino liest, das, was über die serielle Schnittstelle kommt. Ein Artisan schickt auch noch andere Parameter, sowas wie Channels oder Unit oder Filterwerte. Die interessieren uns aber nicht und die können auch eher störend sein für die Anwendung, die ich habe. Das heißt, hier werden quasi mehrere Parameter, die Artisan eventuell schicken kann, einfach quasi mit einer Raute bestätigt und dann wird der serielle Speicher eigentlich gelöscht. Das heißt, da passiert eigentlich nichts, wenn diese Befehle ankommen. Aber wenn quasi Artisan einen Read-Befehl schickt, dann wird über diesen Befehl die Temperatur von dem Thermocouple mithilfe von dem Breakout-Board einmal ausgelesen. Ja, das findet hier oben statt. Und einmal wird auch gleichzeitig der Wert von dem Dimmer, der eingestellt ist am Dimmer, auch ausgelesen. Ja, das ist dieses Dimmer Get Power. Da kann man sich quasi anzeigen lassen, für welchen Wert der Dimmer eigentlich eingestellt ist. Und das habe ich reingemacht als Kontrolle, damit man quasi immer auch angezeigt bekommt, was eigentlich der Arduino als Dimmerwert eigentlich gerade drin hat, damit man auch genau weiß, was eigentlich ankommen soll. Und dann wird das quasi ausgegeben vom Arduino an Artisan. Und zwar schickt TC4 eine Reihenfolge von mehreren Parametern hintereinander an Artisan, wenn es quasi den Read-Command erhält. Und das sieht ungefähr so aus. Also hier ist die TC4-Shield-Beschreibung. Und hier steht bei Read, dass quasi Request Current Temperature Readings on all active channels. Das heißt, was dann TC4 zurückschickt, ist einmal die Ambient Temperatur und dann Channels 1 bis 4. Und der Sketch ist so aufgebaut, dass wir quasi zuerst die Ambient, wie gesagt, der schickt Ambient-Temperatur und dann Kanal 1 bis 4. Und was wir als Ambient-Temperatur hier anbekommen, ist der Dimmer-Power-Wert. Ja? Das heißt, wenn ich quasi einen 50% Dimmer-Wert eingestellt habe, dann schickt TC4 Artisan den Wert 50 als allerersten Wert, ja? Was Artisan dann als eigentlich Ambient Temperature interpretieren würde. Genau, dann kommt hier mit der 0, das ist eigentlich in Artisan als ET, dann Channel 1 gemacht und in meinem Fall brauche ich jetzt nicht noch eine zusätzliche Temperatur innerhalb
innerhalb des Rösters, sondern mir genügt die Bodentemperatur. Deswegen wird in meinem Fall jetzt einfach nur eine 0 angezeigt. Und dann als dritte, also Ambient, Channel 1 ist die 0, dann kommt Channel 2 und Channel 2 ist quasi der Wert, der ausgelesen wird durch das Thermometer in den Bohnen. Das heißt, das ist die Bohnentemperatur. Ja? Das heißt, wenn Artisan einen Read-Befehl schickt, schickt der TC4 zurück einmal als Ambient Temperature den Dimmer-Wert, dann eine 0 für IT und dann den Wert des Temperatursensors, der in den Bohnen hängt. Genau, und dann kommt die eigentliche Dimmer-Programmierung und die sieht so aus, dass quasi, wenn Artisan jetzt nicht einen Read-Befehl gibt, sondern einfach nur zweistellige Zahl über die serielle Schnittstelle, dann wird das hier quasi hiermit detektiert. Ne? Das heißt, die Eingabe wird quasi in ein Integer umgesetzt. Ja? Das heißt, der String, der gegeben wird, zum Beispiel sagen wir mal 50, wird in diesen Integer umgesetzt. Und das entspricht dann der Variable buff. Ja? Und wenn buff dann über 10 ist, zum Beispiel im Fall von 50, dann wird quasi der Strom an dem AC-Dimmer auf hoch gesetzt, das heißt, er ist funktional. Und anschließend wird dieses Set Power auch auf 50 gesetzt. Ja? Weil hier dieser Out-Value würde gleich dem Buffer gesetzt. Das heißt, wenn wir jetzt 50 eingeben, dann ist Out-Value gleich 50. Und dann wird der Dimmer auf Set Power 50 gesetzt. Ja? Das heißt, wir haben dann 50% Dimmung quasi von der Lampe. Und dann gibt es den Fall, wenn der jetzt unter 10 ist, der Wert, den wir eingeben, dann wird das gesamte Dimmer-Modul einfach ausgeschaltet, indem quasi hier eine Nullspannung, also keine Spannung angesetzt wird an den Pin Nummer 11. Ja? Und das hatte ich wie gesagt, anfangs mal gesagt, das bietet einem die Möglichkeit, die Lampe einfach komplett auszuschalten. Was ich gesehen habe, ist, wenn man unter Werte von 10% dimmt, dann, wenn man weiter runter geht, wenn man zum Beispiel 5% Dimming eingibt bei der Halogenlampe und man hat vielleicht ein schlechtes Stromnetz, so wie ich hier in dem Altbau, dann geht die Lampe plötzlich wieder komplett an. Ja, das heißt, deswegen habe ich das so geregelt, dass quasi das Dimmen nur bis Wert 10 geht, ja, 10%. Darunter die Werte, die sind alle unstabil, würde man sagen. Und ich habe das so programmiert, dass man, wenn man quasi einen Wert schickt, der unter 10 ist, dann die Lampe einfach komplett ausgeht. Ja, und das ist eigentlich der ganze Sketch. Einmal erklärt. So, und nachdem ich euch den Sketch einmal erklärt habe, erkläre ich auch nochmal ganz kurz, wie der Arduino Nano auf diesem Breadboard drauf sitzt und wie die unterschiedlichen Module angeschlossen sind. Und zwar sitzt der Arduino ganz normal hier drauf und wir greifen von dem Kabel des Heißluftrösters hier ein 5-Volt-Signal und ein Ground ab und können damit quasi direkt die komplette Platine powern, was eigentlich ganz nett ist, weil man dann von außen, man braucht überhaupt keine extra Stromversorgung für dieses ganze dieses ganze Konstrukt, sondern das geht alles ab von den Kabeln von dem Röster. Also ich habe hier einmal den Arduino Nano draufgesetzt, dann ihr erinnert euch vielleicht noch, im Sketch ist von 5 bis 9 connected ein
Max 6675 Thermocouple Breakout Board, woran dann der Temperatursensor hier angeschlossen ist. Das sieht hier so ein bisschen seltsam aus von der Verkabelung, aber das Breakout Board, was ich habe, da sind hier die Pins anders angeordnet. Ich kann das einfach hier so draufstecken. Das heißt, es hält hier einfach fest auf dem Breakout Board. Und dann, was noch wichtig ist, ist dieses AC Light Dimmer Module von Robotdin. Das habe ich in meinem Fall einfach noch auf eine durchgeschnittene Scheckkarte mit Heißkleber draufgeklebt und dann diese Scheckkarte dann auf das Breadboard auch mit Heißkleber draufgeklebt, weil ich wollte einfach, dass hier irgendwie unten keine freien Enden irgendwie Leitungen rausgucken können, die quasi 220 Volt tragen. Ja. Man muss bei dem Ganzen auch, also man sollte schon aufpassen, wenn man das einbaut und dass man das vernünftig macht, damit halt keine Gefahr da ist, dass irgendwelche Kurzschlüsse auftreten und da irgendeine Gefahr für Leib und Leben ist. Also das sind die beiden funktionellen Teile eigentlich von dem Konstrukt. Und ich habe dann im nächsten Schritt eigentlich überlegt, kann ich das nicht einfach auch direkt alles über Bluetooth senden, so dass ich überhaupt gar kein Kabel mehr brauche. Ja, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und hier steckt dann quasi hinten, also hier auf der unteren Seite noch ein HC05 Bluetooth Element drauf. Ja, und das heißt, man kann dann quasi Artisan von seinem Laptop aus connecten mit diesem Röster über eine serielle Bluetooth-Schnittstelle. Und das funktioniert eigentlich ganz gut und ja, werde ich euch dann jetzt gleich mal zeigen. Das Dimmen funktioniert so, dass quasi von dem Textilschlauch, der unten im Billojaw lang geht, in dem Röster, da gibt es ein Kabel, das ist das gelbe Kabel, was auf der Platine an den Anschluss H geht von diesem Multi-Kabel. Dieses gelbe Kabel, wenn da der Strom angeht, dann wird der Triac, der auf der Platine ist, angeschaltet. So, ich wollte auch noch kurz was zu der Funktionsweise von dem Dimmer sagen. Und zwar eigentlich hatte ich dieses AC-Dimmer-Modul mal bestellt für den Arduino, weil ich dachte, ich kann ja direkt die Stromkabel von der Halogenlampe, also direkt den Strom von der zur Halogenlampe führt, dimmen. Das hätte auf jeden Fall eine etwas umständliche Kabelverlegung und den ganzen Anschluss bedeutet. Aber als ich angefangen habe, dann auch mir die Platine mal anzugucken, habe ich gesehen, dass auf der Platine ja eigentlich auch ein Triac drauf sitzt. Ja, sogar mit einem Kühlkörper drauf. Und der Triac, der ist in diesem Fall so gemacht bei der Klarstein Vita, dass er eigentlich nur die Lampe aus- und anschaltet. Aber genauso wie der Triac, der auf diesem AC-Dimmer-Modul drauf ist, könnte ich diesen Triac ja eigentlich auch benutzen, um direkt die Lampe zu dimmen. Und der Triac, der hier auf der Platine drauf ist und inklusive Kühlkörper da drauf sitzt, ist sogar noch für größere Stromflüsse geeignet, als der Triac mit dem kleinen Kühlkörper der auf diesem Modul drauf sitzt von Robotdin. Als ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, ja, irgendwie müsste ich ja eigentlich auch nur den Strom irgendwie dimmen, der dann den Triac anschaltet. Und dann könnte ich quasi über meinen AC-Dimmer, der unten im Boden sitzt, quasi direkt diesen Triac dimmen. Und dann habe ich mir die Platine mal von hinten alles angeguckt und habe mal versucht zu sehen, wo gehen eigentlich die ganzen
Ströme lang, die hier quasi in so farblich kodiert worden sind, und habe dann rausgefunden, dass quasi dieses gelbe Kabel, was vom LCD-Display kommt, dasjenige Kabel ist, was am Ende eigentlich den Triac anschaltet. Ja, das heißt, wenn hier auf dem gelben Kabel mit dem Namen H, also was wahrscheinlich Heater ist, wenn da Strom anliegt, dann geht der Triac an. Und dann, was ich dann gemacht habe, ist eigentlich nur diesen Strom mit dem AC-Dimmer, den ich unten in dem Billow-Jaw drin habe, zu dimmen. Ja, quasi eine so eine Pulse Width Modulation zu machen, weil der Dimmer von Robotin, der detektiert quasi das Zero Crossing und dann erlaubt er einem quasi die Länge des Strompulses quasi zu definieren. Und genau das mache ich dann auch, und zwar mit diesem Steuerungsstrom, der dann hier den Triac schaltet und damit quasi die Lampe dimmt. Ja, das heißt, ich benutze quasi einen Dimmer, um damit einen zweiten Triac zu dimmen. Es funktioniert aber sehr gut. Und ich habe den Vorteil, dass ich quasi hier gleich einen belüfteten Triac habe, der auch für hohe Stromwerte ausgelegt ist und der dann quasi das Dimm der Lampe übernimmt. So, jetzt habe ich das etwas kompliziert erklärt, aber ich hoffe, ihr habt das verstanden. Genau, und dieses gelbe Kabel, was mit der Beschriftung H, was dann quasi den Triac auf der Platine der ViDAIR kontrolliert, das dimme ich hier, und das wird hier quasi abgegriffen. Das heißt, der Teil was vom Display kommt, von dem Kabel, das geht hier in das AC-In von dem Dimmer, und als Load quasi AC-Out, das was gedimmt wird, geht es hier raus Richtung Platine von der ViDAIR. Und die beiden Neutralleiter, die hier noch angegeben müssen, die verbinde ich dann quasi mit der Vago-Klemme vom Neutralleiter, wo der Motor auch dran hängt. Das heißt, damit wir eine vernünftige Neutralleiterverbindung haben. Bezüglich des Anschlusses von dem Bluetooth-Modul gibt es noch eine Sache zu erwähnen. Und zwar ist der Receive-Eingang die seriellen Schnittstelle von dem Bluetooth-Modul, das toleriert eigentlich nur 3,3 Volt, ne? Während eigentlich Arduino immer mit 5 Volt kommuniziert. Deswegen müssen wir hier eine von dieser Transmit-Pin von dem Arduino-Wirt über so einen Spannungsteiler mit dem Receive-Pin von dem Bluetooth-Modul verbunden. Und zwar geht der Strom einmal erst über einen Widerstand, der 1 Kiloohm ist, der hier miteinander verbunden ist, und dann davon geht quasi hinter dem 1 Kiloohm Widerstand geht dann eine Leitung zu dem Receive-Pin, und hinter dieser Leitung ist noch ein 2 Kiloohm Widerstand, der dann quasi zum Ground geht. Und dieser Spannungsteiler führt dann dazu, dass die Spannung, das Signal, was quasi hier ankommt, nur 3,3 Volt hat. Es gibt zwar Leute, die das auch ganz normal mit 5 Volt betreiben und keine Probleme haben, aber manche Leute sagen, das macht dann eher das Modul kaputt. Insofern habe ich versucht, das hier dem Modulkonform quasi so zu verschalten, dass hier an dem Receive-Pin von dem Bluetooth-Modul nur 3,3 Volt ankommen. Jetzt zeige ich euch, wie man den Arduino quasi zusammenbaut und programmiert. Also erstmal packen wir den Arduino aus. Das ist der Nano V3. Den habe ich bei Robotdyn bestellt, wo auch der AC-Dimmer herkommt. Der ist gut eingepackt und sieht so aus.
Ja, und ich werde den jetzt einfach hier oben in die oberste Reihe auf dem Breadboard einfach draufstecken, so dass rechts und links noch ein paar Pins frei sind. So, jetzt ist er schön draufgesteckt. So. Und links sind noch 2 Pins frei jeweils und rechts sind noch 3 Pins frei auf dem Breadboard neben dem Arduino. So, dann schließen wir den einmal an. Dann schließe ich einfach an USB an. Und dann geht hier ein Lichtchen an. Und was wir hier sehen, er wurde erkannt als USB Serial Connection CH340 an COM-Port 5. Und jetzt öffne ich Arduino IDE. Das ist jetzt der Billojo V2 Sketch, den wir aufspielen wollen. Aber bevor wir das machen, müssen wir noch einmal die Bibliotheken, die benötigt sind, installieren. Diese Max 6675 Bibliothek, die findet man eigentlich schon, wenn man bei Bibliotheken verwalten geht, hier oben bei Sketch, dann Bibliotheken verwalten. Da ist die eigentlich schon drin. Wenn man jetzt Max 6675 eingibt, dann ist das diese Adafruit Library und die kann man, wenn die nicht installiert ist, dann kann man die über diesen Bibliotheksverwalter installieren. Und dann braucht man noch die RBD Dimmer Library. Und zwar wird die eingebunden über ZIP-Bibliothek hinzufügen. Also dann öffnet man den Ordner, wo man die Library runtergeladen hat, über den Link, den ich euch gegeben habe. Und ja, dann klickt man hier einfach auf Öffnen und dann wird die installiert. Und dann sollte die im Sketch funktionieren. Und der Sketch von mir, für den Billojo V2, der ist auch noch geöffnet. Und jetzt werde ich versuchen, den auf den Arduino Nano zu übertragen. Dazu gehe ich auf Werkzeuge. COM-Port 5 ist richtig. Arduino Nano ist auch richtig. Ich denke, es gibt nicht noch eine andere Nano-Version. Nee. Arduino Nano ist richtig. Und wir nehmen aber als Prozessor den Old Bootloader. Hier ATmega 328P Old Bootloader. Okay. Und dann müssen wir hier nur noch Hochladen drücken. Und dann sollte der Sketch eigentlich hochgeladen werden. Hochladen abgeschlossen. Okay. Das wär's. So, und wir testen noch einmal quasi, ob der Sketch funktioniert. Das können wir direkt schon nur mit dem Nano probieren, indem wir hier den seriellen Monitor öffnen und einmal Read reinschreiben. Und dann, genau, schickt er uns quasi diese Werte, die 3 Werte. Das erste ist Ambient Temperature, dann Channel 1 und Channel 2. Und da wir ja nichts angeschlossen haben, gibt er uns auch da 0 aus. Gut, um das zu sehen, muss man auch hier unten die Bautrate von 9600 eintragen. So, jetzt stecken wir den Arduino so zusammen, wie ich das in dem Bild schematisch dargestellt habe. Und zwar, ja, ich hatte schon gesagt, der Arduino ist hier ganz oben bündig draufgesteckt. Rechts sind 3 und links sind 2 Pins frei. Ich
Ich habe jetzt hier auch schon die Heißklebepistole warm gemacht, damit ich quasi den AC-Dimmer jetzt mal nochmal abisolieren kann. Der ist hier in der Verpackung gewesen, die habe ich jetzt gerade aufgeschnitten. So sieht das Modul aus. So, ich werde das dann, habe hier jetzt ja das Modul und werde das jetzt erstmal auf die Checkkarte draufkleben, damit das quasi nochmal abisoliert ist. Dazu schneide ich die erstmal hier ab. Oder vielleicht auch noch so, dass sie genau dazu passt, noch ein bisschen weiter abschneiden. So ungefähr. Und werde dann hier mit Heißkleber die Pins abisolieren. Und dazu gebe ich einfach ordentlich eine Ladung Heißkleber hinten drauf. Das sieht zwar ein bisschen roh aus so, aber es geht. Das isoliert das ja nochmal schön ab. Und dann klebe ich das auf die Checkkarte drauf. So. So, jetzt klebt das da auf der Checkkarte drauf. Dann werden wir das später hier unten auf das Breadboard noch draufkleben. So, was machen wir als nächstes? Wir werden mal den Temperatursensor anschließen. Das ist das Max 6675 Breakout Board. Und was wir machen müssen, ist das einfach nur hier mit Pin 5 bis 9 von dem Arduino verbinden. Das wäre dann hier auf dem Breakboard quasi Nummer 4 bis 8. Ja. Und dazu stecke ich das einfach so in das Äußerste und drücke das fest in die äußersten von den 3 Pins und drücke die dann quasi runter und dann steckt das hier so drauf. Und dann kann man das nachher noch so ein bisschen rüberbiegen, wenn man möchte. So. Ich werde dann jetzt auch gleich noch das Bluetooth-Modul installieren. Und zwar ist das so bei dem Modul, ich habe hier oben State, dann den Receive-Pin, den Transmit-Pin, Ground, 5 Volt und dann noch diesen EN-Pin. Und es wird nur der Transmit-Pin und der 5 Volt-Pin hier mit reingesteckt. Die anderen muss ich jetzt hochbiegen. Dazu nehme ich am besten einen Schraubenzieher oder meinen Finger. Quasi die anderen so schräg, die biege ich jetzt so schräg hoch. Und den Ground-Pin auch. Der kommt auch hoch. Und der EN-Pin kommt auch hoch. Ja. So. So, dann sind eigentlich nur der Transmit TX-Pin und der 5 Volt-Pin gucken nach unten. Und jetzt stecken wir das so drauf, dass dieser mittlere Pin, der TX-Pin, auf dem Nano zu dem RX0-Pin passt. Das wäre dann hier die 14. Ja. Und wie ihr seht, ist quasi dann der 5 Volt Pin, der geht in das Nummer 16 auf dem Breadboard. Da ist keine Belegung bei dem Arduino Nano.
Und das steckt dann einfach hier so drauf. Jetzt verbinde ich quasi das 5 Volt von dem Bluetooth-Modul, was hier quasi in der 16 ist. Hier sind keine Pins bei dem Nano. Deswegen macht das nichts, dass da der 5 Volt Pin ist. Jetzt packe ich hier ein Patchkabel rein, ne, und gehe damit dann hier rüber in die Plusleiste hier unten rein. So. Dann müssen wir noch den Ground quasi connecten. Und der Ground Pin ist ja der direkt daneben, den ich hochgebogen hatte. Da stecke ich jetzt hier das blaue Kabel drauf. Und da gehe ich dann hier drüben in die blaue Leiste. So. Und dann werden wir jetzt den Spannungsteil da konstruieren. Und zwar habe ich hier 1 Kiloohm Widerstände und 2 Kiloohm Widerstände. Nehme ich mir jetzt jeweils einen raus. Ich kürze sie jetzt mal. Ich mache das jetzt mal mit der Schere. Das ist zwar nicht so ganz toll. So dass quasi noch ungefähr ein Zentimeter übrig ist. So. Das ist der 1 Kiloohm Widerstand. Und den wollen wir einfach nur von Reihe 17 connecten mit Reihe 18. Ich stecke den jetzt hier in Reihe 17 einfach hier in den einen Pin rein. Ich muss das mal so ein bisschen so zurechtbiegen. Quasi in Reihe 17 in einen Pin rein und in Reihe 18 auch in einen Pin rein. So, jetzt läuft der von Reihe 17, von dem zweiten Pin, in Reihe 18, 8. Pin, der 1 Kilo Widerstand, 1 Kiloohm Widerstand. Und dann nehme ich den 2 Kiloohm Widerstand, schneide hier auch so ab, dass quasi 1 cm ungefähr übrig bleibt. Und dann biege ich mir das auch so zurecht. So zurecht. Jetzt gehe ich von dem ersten Pin von Reihe 18 in den Ground Pin, der bei Reihe 16 ist. Ja? Das heißt, ich habe hier 1 Kiloohm von zweiter Pin Reihe 17 in den letzten Pin Reihe 18 und den 1 Kiloohm Widerstand von zweiter Pin Reihe 17 zu 5. Pin Reihe 18 und den 2 Kiloohm Widerstand von 1. Pin Reihe 18 zu Ground. Und jetzt nehme ich quasi den Receive-Pin von dem Bluetooth-Modul. Das ist hier der zweite Pin, den ich hochgebogen hatte. Da stecke ich jetzt ein grünes Kabel drauf. Ich gehe damit mit diesem Kabel, was vom Receive-Pin kommt, von dem Bluetooth-Modul, gehe ich hier an den zweiten Pin Reihe 18, also zwischen die beiden Widerstände. Und was man jetzt noch machen muss, ist quasi von dem Transmit-Pin vom Arduino jetzt noch in Reihe 17 gehen. Ja? Dafür nehme ich auch ein grünes Kabel. Das ist dann hier so ein bisschen frickelig, da dran zu kommen, aber es geht. Also stecke ich das quasi hier neben den TX1-Pin vom Arduino. Und dann hier
in den ersten Pin von Reihe 17. Ja? Das heißt, die Verschaltung habe ich so gemacht wie in dem Schema. So, wir kleben jetzt das AC-Dimmer-Modul auf das Breadboard drauf. Ich hatte ja das AC-Dimmer-Modul nochmal auf eine abgeschnittene Checkkarte draufgeklebt mit Heißkleber, damit quasi diese Wechselstromkontakte nicht irgendwie frei liegen und mit irgendwas in Kontakt kommen können. Und um das jetzt einfach drauf zu kleben, nehme ich wieder ein bisschen Heißkleber. Ich mache hier einfach unten ein bisschen auf das Breadboard drauf. Eine schöne Lage. Und fixiere dann hier unten die Checkkarte auf dem Breadboard. Damit das nicht so viel Platz verbraucht, werde ich mal die Pins nach oben biegen von dem AC-Dimmer-Modul. Die zeigen jetzt nach hinten. Die einfach nach oben. So, wir haben da 4 Pins. Der eine ist quasi VCC, das ist der Eingang von der Spannung. Und in dem Sketch, den ich geschrieben hatte, ist ja quasi die Spannung von dem AC-Dimmer kontrolliert über den digitalen Pin 11. Deswegen müssen wir jetzt quasi hier diesen VCC-Pin auf dem AC-Dimmer verbinden mit dem digitalen Pin 11 auf dem Brett von dem Arduino Nano. Das wäre hier die Reihe Nummer 2. Da stecke ich jetzt dieses rote Kabel ein, so wie in der Zeichnung. Dann geht es weiter. Das nächste ist Ground. Da nehme ich jetzt einfach ein blaues Kabel, wie in der Zeichnung auch. Ich mache das hier an den Connector von dem AC-Dimmer dran und stecke das jetzt einfach hier in die Minusleiste auf dem Breadboard. So, und als nächstes kommen die eigentlichen Signalwege von dem AC-Dimmer-Modul. Da haben wir einmal, steht hier ZC, das ist Zero Crossing. Und der Zero Crossing Pin ist am Arduino der Pin Nummer 2. Ja? Das heißt, ich nehme ein gelbes Kabel, wie in der Zeichnung, stecke das hier an ZC auf dem AC-Dimmer und dann hier etwas frickelig in die Reihe 11, die dann an Pin Nummer 2 verbindet von dem Arduino. So, dann fehlt nur noch quasi der Pulse Width Modulation Pin von dem AC-Dimmer Modul und der wird mit dem digitalen Pin Nummer 3 von dem Arduino verbunden. Ich stecke jetzt hier bei dem Modul ein grünes Kabel rein, wie in der Zeichnung, und stecke das dann hier in Reihe 10. Das ist dann der digitale Pin 3 beim Arduino. So. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Stromversorgung. Und da verbinde ich quasi jetzt einfach 2 Kabel mit der Plusleiste hier links und eins mit der Minusleiste. In der Zeichnung sind die jetzt rot und blau. Ich nehme jetzt hier aber weiß und schwarz, weil die werden nachher auch mit den weißen und dem schwarzen Kabel in dem Textilschlauch von dem Heißluftröster verbunden. Das heißt, ich nehme den weißen Schlauch, das weiße Kabel, packe das oben in die Reihe, wo das Plus ist. Hier oben links. Und daneben ein schwarzes Kabel, wo Minus ist. So, hier nebeneinander. Und was ich dann noch mache ist, ich nehme eine 5er Vago-Klemme, packe da das Ende von den Pin von dem weißen Kabel rein und stecke das hier rein und mache dann zu.
und dann sitzt das hier fest drin. Und dasselbe mache ich auch mit dem schwarzen Kabel. Und über diese Vakuumklemmen wird nachher dann quasi die Spannungsversorgung abgegriffen von dem Heißluftröster. Ein Kabel fehlt noch. Und zwar müssen wir natürlich auch den 5 Volt Eingang von dem Arduino noch mit der Spannung versorgen. Und dafür nehme ich jetzt ein kleines rotes Kabel und packe das da an den 5 Volt Pin von dem Arduino. Das ist hier Reihe 12 auf der linken Seite. Stecke ich das rein, wo 5 Volt steht bei dem Arduino Nano, und packe das dann noch auch hier in einen der Pins auf der linken Seite von der Plusversorgung, von der Stromversorgung. So, und ein Kabel, was ich in der Zeichnung auch noch drin habe und hier auch noch vergessen hatte, ist natürlich ganz klar, man muss natürlich den Ground-Pin von dem Arduino auch mit der Ground-Leiste quasi hier auf der linken Seite verbinden. Da nehme ich jetzt noch ein blaues Patchkabel, packe das hier in Reihe Nummer 14 ist das. Zu dem Ground-Pin vom Arduino und verbinde das dann einfach mit einem der freien Pins auf der Minusleiste hier. So. Und ich habe jetzt hier auch zwischendurch den Temperatursensor mal angeschlossen und werde jetzt mal über ein Netzteil hier den Arduino anschalten und dann versuchen, über den Computer eine Bluetooth-Verbindung aufzubauen. Das sieht schon ganz gut aus, das Bluetooth-Modul blinkt. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt quasi mit dem Computer darauf zugreifen können. Um darauf zugreifen zu können, gehe ich auf Einstellungen und dann Bluetooth und andere Geräte und mache hier Bluetooth-Gerät hinzufügen. Dann hier Gerät hinzufügen und unser HC05 wird angezeigt. Da drücken wir jetzt drauf und schauen, ob wir eine Verbindung herstellen können. Der Pin für HC05 ist standardmäßig einfach 1, 2, 3, 4. Und er sagt, das Gerät ist einsatzbereit und gekoppelt. Wir gucken jetzt nochmal, ob wir denn auch vernünftige COM-Anschlüsse bekommen haben. Und zwar wähle ich jetzt hier weitere Bluetooth-Optionen, dann hier COM-Anschlüsse. Und da kann man sehen, das Bluetooth-Modul wurde quasi, hat 2 COM-Anschlüsse bekommen, einmal einen ausgehenden und einen eingehenden. Man sollte immer irgendwie darauf achten, dass man den COM-Port später angibt, wo hinten SPP-Dev steht. Das ist der eigentliche, den wir nutzen wollen, und zwar COM3. So, nachdem wir den jetzt erfolgreich gekoppelt haben, das Bluetooth-Modul, müssen wir den Arduino noch einmal vom Strom nehmen. Das habe ich jetzt gerade gemacht und kurz gewartet und dann wieder angesteckt. Und jetzt sollten wir über Arduino auch quasi darauf zugreifen können und mal testen können, ob unser Skript funktioniert. Ich hier ein Arduino. Wähle bei Werkzeug hier COM3 aus, das ist der Port, den wir benutzen wollen. Und mache dann den Serienmonitor auf. Und hier sollte 9600 Baud stehen. Und ich gucke mal, ob es klappt. Gib mal Read ein. Und wunderschön, wir bekommen unsere Raumtemperatur angezeigt als Kanal 3. Ich fasse jetzt mal hier den Sensor an vorne.
und gebe mal noch einen Read-Befehl. Ja, da sieht man, das geht schon hoch. Ja, geht weiter hoch. Also scheint alles zu funktionieren, so wie es soll. Das heißt, jetzt können wir die Platine in den Heißluftröster einbauen. Also nachdem ich jetzt quasi alle Kabel auf dem Breadboard richtig miteinander verbunden habe, so wie in der Zeichnung, habe ich hier vorne an Plus und Minus verbunden ein weißes und ein schwarzes Kabel, jeweils mit einer Fünferklemme und da mittig das Kabel von dem Breadboard reingesteckt. Darüber wird dann quasi nachher die ganze Platine gepowert, über den 5 Volt Draht, der hier aus dem Textilschlauch kommt. Und das Dimmermodul werde ich auch mit dem Draht aus dem Textilschlauch verbinden. Und da das alles 220 Volt ist und die Buchsen sehr gut halten sollen, werde ich hier 0,75 Quadratmillimeter Stromkabel benutzen. Da habe ich jetzt 2 blaue und 2 braune. Also jeweils, also die blauen sind dann die für Neutralleiter und das für die Phase. Und zwar ist das so bei dem Dimmermodul, dass das Äußere ist immer die Phase und die inneren sind jeweils der Neutralleiter. Und der ankommende Strom, der gedimmt werden soll, der kommt in das grüne Terminal rein und der Ausgang dann zum Load, quasi zur Lampe, das wird angeschlossen an das blaue Terminal. Und das werde ich jetzt mal machen. So, ich habe jetzt hier wenn ihr sehen könnt, dass quasi braun und blaues Kabel jeweils außen ist Phase und innen Neutralleiter. Das gilt für das grüne Terminal sowie das blaue Terminal. Und die beiden Neutralleiter, die beiden blauen Kabel, die werden jetzt verbunden mit dieser 5er Vago-Klemme, wo auch der Motor dran hängt und die quasi wo der Neutralleiter abgeht zur Platine. Da sind noch 2, in der 5er Klemme sind noch 2 Stück frei. Da wird das schön festgemacht, so dass es gut sitzt. So. Nee. So. So. Jetzt geht es um die Verbindung der Platine mit den Kabeln aus dem Textilschlauch. Und dafür ist eine Sache wichtig. Und zwar müsst ihr auf jeden Fall euch hier oben bei dem Textilschlauch müsst ihr gucken, welche Farben welche Kennzeichnung haben. Wir brauchen einmal die Kennzeichnung H, das ist Heater. Und bei diesem Textilschlauch ist das Kabel mit der Farbe Gelb. Das wird dann verbunden mit dem Dimmer. Und dann haben wir noch die dann haben wir hier noch eine Bezeichnung, die ist V. Das ist der 5 Volt, die 5 Volt Positivpol. Und dann haben wir noch G für Ground. Und V ist in diesem Fall weiß und G ist schwarz. Das kann aber sein, dass die Farben auch mal anders angeordnet sind. Also sich nicht auf die Farbe verlassen, sondern auf die Bezeichnung von dem
die jeweils bei dem Kabel bei dem Stecker ist. Genau, und jetzt müssen wir an die Kabel vom Textilschlauch ran, die unten in das Gehäuse laufen. Und dafür gehen wir von dem Textilschlauch, der unten rauskommt, nehmen wir uns 10 cm und schneiden dann da vorsichtig mit der Schere den Textilschlauch auf. Ich habe das hier jetzt schon mal wegen Testzwecken gemacht. Deswegen kann ich euch das nicht vorführen. Man muss halt die Kabel so ein bisschen runterdrücken und dann vorsichtig den Textilschlauch aufschneiden, sodass man nicht die Kabel durchschneidet. Und jetzt geht es darum, das gelbe und das weiße und das schwarze Kabel, weil das die 3 sind, die wir brauchen, einmal hier durchzutrennen, dann 1 cm abzuisolieren und dann, so gut es geht, quasi da eine Aderendhülse drauf zu krimpen, weil nur mit den Aderendhülsen stecken die richtig fest in diesen Klammern. Also wir haben das jetzt so geschnitten, dass da nachher auch kein Zug oder so drauf ist auf den Kabeln, aber man sollte schon sehen, dass die Kabel da nicht aus den Vagoklemmen rausfallen. Und da die sehr, sehr dünn sind vom Durchmesser, werde ich jetzt mal beispielsweise mal das weiße Kabel auch zeigen, wie ich das abisoliere und da eine Aderendhülse drauf packe. Also ich habe jetzt hier das weiße Kabel durchtrennt, 1 cm abisoliert und man sieht der Kabeldurchmesser, die kleinen Drähte, das ist wirklich sehr, sehr dünn. Ich habe hier eine 0,25 Quadratmillimeter Aderendhülse, die werde ich jetzt hier drüber schieben, sodass sie da hinten gerade wieder rausguckt und dann festkrimpen. Und was man dann sieht, ist, dass das Kabel dünner ist als eine gekrimpte 0,25 Quadratmillimeter Aderendhülse. Was man dann machen muss, also was ich auch bei den anderen Kabeln schon gemacht habe, einfach einmal umklappen, sodass es quasi doppelt gelegt ist. Und dann kann man auch eine 0,5 mm Aderendhülse nehmen. Die schiebt man dann vorsichtig da drüber. Und wenn man die jetzt krimmt, dann hält das auch. Ne? Hält das auch ein bisschen Zug aus. So, also keine 0,25 mm Aderendhülse nehmen, sondern eine 0,5er, aber dafür muss man quasi die freien Adern einmal zurückklappen, damit man überhaupt diese Dicke bekommt. Genau. So, das mache ich jetzt mit beiden Seiten von dem weißen Kabel, was ich durchtrennt habe. Dann werde ich das auch mit dem schwarzen Kabel machen. Und mit dem gelben Kabel habe ich das auch schon gemacht. Ja. In diesem Fall habe ich sogar nach dem Doppellegen noch eine 0,25 mm Aderendhülse auf einer Seite drauf gekriegt, aber hier sind quasi die Enden von dem gelben Kabel schon einmal auch gekrimmt. Also wie gesagt, ich mache jetzt noch die andere Seite von dem weißen und bei dem schwarzen mache ich das auch genauso. So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen auf beiden Seiten von dem Textilschlauch entfernt, damit ich da ein bisschen besser drankomme und man das auch besser anschließen kann. Und jetzt sind überall Aderendhülsen drauf auf den freien Enden von dem weißen, dem schwarzen und dem gelben Kabel. Das weiße Kabel ist die 5 Volt Plus Leitung und das verbinden wir jetzt hier mit dem Arduino Board. Da habe ich ja ein weißes Kabel auf das Breadboard auf den Plus Port hier gesteckt auf der linken Seite und da packe ich jetzt einfach
in die äußeren Buchsen dieser Vago-Klemme, wo in der Mitte quasi die Verbindung zum Breadboard da ist, die Enden von dem weißen Kabel rein. So. So ist es hier fest. Und dasselbe mache ich auch mit dem schwarzen Kabel. Das ist der Minuspol von der 5 Volt Gleichstromleitung. Das packe ich jetzt mal hier. Also super viel Platz ist da nicht, aber es geht. Ja, man sollte auch sehen, dass nachher beim Einbau, dass man da keinen Zug drauf kriegt, dass irgendwie Sachen rausgerissen werden oder so. Aber es sollte auch einigermaßen fest in der Vago-Klemme drin sitzen. So. Jetzt kommt der wichtige Part eigentlich. Jetzt müssen wir das gelbe Kabel mit dem Dimmer verbinden. Und da muss man aufpassen, dass man quasi den Teil von dem gelben Kabel, der vom LCD-Display kommt, das ist quasi das hier, die Seite, dass ich das mit dem grünen Socket quasi hier verbinde auf dem Dimmer. Und zwar mit der Phase. Und dazu werde ich jetzt hier auch so eine Zweifach-Vago-Klemme nehmen. Pack da jetzt auf eine Seite das braune Kabel rein, was da an der Phase hängt von dem grünen Socket. Und das dann hier verbinden mit dem gelben Kabel, was von dem LCD kommt. Und das steckt hier jetzt fest drin. Und das andere braune Kabel, was quasi nachher zur Dimmerlampe geht, das connecten wir mit dem gelben Kabel, was dann quasi zur Platine führt. Denn das regelt nachher die Lampe. Da nehme ich mir auch eine zweifach Vago-Klemme. Mache auf einer Seite das braune Kabel rein, was mit dem blauen Socket verbunden ist. Und auf die andere Seite kommt hier das gelbe Kabel mit der Aderendhülse, was hier hoch geht zur Platine. So. Und jetzt haben wir den Arduino verbunden. Und bevor ich das jetzt quasi ins Gehäuse reinklebe, was ich mit dieser Klebefolie machen kann, werde ich ihn trotzdem einmal testen und mit dem Computer, mit dem Laptop verbinden und dann einmal gucken, ob sich die Lampe auch wie gewünscht dimmen lässt. Das kann man dann hier quasi an der Leuchtstärke sehen. Was wir natürlich auch machen sollten, nicht vergessen sollten, ist quasi den Temperatursensor noch einmal anbringen an den Arduino, bevor wir hier das alles hochfahren und testen. Und zwar muss einmal das grüne Kabel von dem Temperatursensor an den Pluspol und das weiße Kabel an den Minuspol geschraubt werden von diesem Max 6675 Modul. Das werde ich jetzt eben mal machen.
Wenn ihr den Strom von der Heißluftfritteuse reinsteckt, dann geht automatisch quasi der Arduino an, obwohl die Heißluftfritteuse noch gar nicht funktioniert, weil quasi die Stromversorgung ist dann schon da. Und wenn ihr den jetzt das erste Mal gekoppelt habt, dann, wie gesagt, müsst ihr noch einmal, nachdem ihr erfolgreich gekoppelt habt, einmal den Strom rausnehmen von der Fritteuse und einmal wieder dran, und dann müsste es eigentlich für die Zukunft, muss man das nicht nochmal machen. Dann bleibt er eigentlich immer gekoppelt mit eurem Laptop. So, ich habe den jetzt hier gekoppelt, den HC05. Und wenn ich da bei weitere Bluetooth-Optionen nochmal gucke, dann hat er hier den COM-Anschluss 3 und 4 bekommen, und COM4 ist jetzt der Port, der dieses SPP-Dev hinten trägt, und das ist den wir nutzen wollen, und also nehmen wir COM4 für unsere Zwecke. Ich habe jetzt hier mal Arduino IDE schon aufgemacht und suche dann mal hier quasi den Arduino aus, bei Werkzeuge den Port COM4, und jetzt mache ich den seriellen Monitor auf. Da kann ich dann quasi mit dem Arduino kommunizieren über serielle Befehle. Ich mache nochmal einen Retest. Also ich musste jetzt hier irgendwie das Pluskabel hier von dem obersten ins zweite stecken, weil sonst irgendwie das Display von dem Heißluftröster geflackert hat und auch hier das ein bisschen gepulst hat, quasi die Lampe von dem Arduino. Also ja, es ist vielleicht nicht die optimalste Anschlussmethode, aber jetzt funktioniert alles. Ich kann hier auch quasi jetzt das Script über Read auf COM4 quasi über Bluetooth die Temperatur anschauen. So, jetzt stelle ich hier auf 230 Grad und 1 Stunde und drücke mal Start. Dann geht die Birne an und jetzt gebe ich hier mal 10 ein, und dann sieht man, dass die Intensität von der Birne runtergeht. Ja, das heißt, das Skript funktioniert. Ich gehe jetzt mal auf 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99. Und so kann ich das quasi dimmen. Jetzt bin ich wieder auf 10% Leistung. Wenn ich jetzt 9 eingebe, dann wird über das Skript das Modul ausgeschaltet und geht die Birne aus. Ne? Also von 9, das ist jetzt 9, und wenn ich jetzt wieder 10 eingebe, dann geht die Lampe mit 10% Dimmung an. Das heißt, es funktioniert so, wie es sollte. Und wenn ich jetzt hier Read eingebe, dann gibt er mir quasi vorne den Wert aus von dem Dimmer, von der Leistung. Das ist hier jetzt 50. Was ich als letztes eingegeben habe, ich gebe nochmal 10 ein, gebe nochmal einfach 1,0 ein. Jetzt hat er die Leistung 10, und wenn ich jetzt Read mache, zeigt er mir hier vorne eine 10 an. Das ist der Wert, der eingestellt ist für den Dimmer. Und die Temperatur ist schon bei 86 Grad. Das geht relativ fix. So, dann mache ich die einfach wieder aus. Zweimal auf den Stopp-Knopf drücken und dann ist das Gerät aus, und jetzt nehme ich das vom Netz und baue es zusammen. So, um das einzukleben, habe ich hier quasi jetzt mir das Unterteil genommen. Hier werde jetzt quasi hier vorsichtig das einmal so rumdrehen und das Unterteil von dem Heißlüfter einmal hier so hinstellen. So in die Nähe von dem Motor.
Hier noch das Netzkabel durchziehen. So. Und jetzt kann ich vorsichtig diese Platine, die werde ich hier unten reinsetzen. Hier unten werde ich die reinkleben, ohne dass da irgendein Zug auf den Kabeln ist. Und dazu ziehe ich jetzt einfach das doppelseitige Klebeband einmal ab, die Folie davon. Und ja, ich setze den mal so rum rein. So hatte ich ihn bisher auch drin. Einfach hier unten vielleicht noch mal ein bisschen so wischen, dass das sauber ist. Quasi mit dem Modul so möglichst nach so weit außen wie es geht und dann so weit unten wie es geht. Hier sind leider so zwei so Füßchen, die das ein bisschen verhindern, aber jetzt so habe ich es festgeklebt. So, jetzt gehe ich hier rüber, nehme hier das obere Gehäuse und setze es jetzt da vorsichtig drauf. Der Temperatursensor sollte auch innerhalb des Gehäuses verlaufen. So. Okay. Also was ich jetzt hier sehe, ist, dass ich quasi die beiden blauen Kabel so lang geführt habe, dass sie so das freie Hängen von dem Textilkabel etwas stören. Deswegen werde ich die jetzt hier gerade nochmal aus der Buchse rausnehmen. Und anschließend hier rumführen. Und jetzt nochmal in die Buchse reinmachen, dann hat das da alles ein bisschen mehr, Spiel da unten und ist nicht so verheddert. So. Dann lasse ich die Kabel vom die Textilkabel lasse ich dann eher hier rechts hinter dem Motor verlaufen und die anderen links. Und Kabel sitzen alle noch korrekt und dann kann ich die das dort schön verlaufen lassen. So. So, und dann testen wir das nochmal. Also das Grip funktioniert schon mal. Ich mache jetzt hier 230 Grad, eine Stunde. Guck mal, ob die Trommel richtig sitzt. Ja, die Trommel sitzt richtig. Lampe geht an.
Read-Befehl funktioniert. Und jetzt gebe ich mal 10 ein und die Lampe wird gedimmt. Das ist so der niedrigste Wert. Aber das kann man im Script auch noch ändern, wenn man niedrigere Werte haben will als diese 10%. So. Ja, funktioniert. So, eine Sache, jetzt bevor ich das Gehäuse ganz zumache und der dann eigentlich fertig ist, gibt es noch eine Sache, die man tun muss. Und zwar, man muss den Temperatursensor von der Heißluftfritteuse inaktivieren. Und das können wir ganz einfach machen, indem wir hier diesen Stecker rausziehen. So. So, um das Gehäuse wieder zuzuschrauben, mache ich einfach wieder alle Schrauben rein, die ich für das Öffnen des Gehäuses rausgenommen habe. Das könnt ihr am Anfang vom Video euch nochmal angucken, welche ich da rausgenommen habe, und dann einfach diese wieder reinmachen. So, jetzt ist der Billojaw eigentlich fertig, nachdem wir quasi alle Modifikationen gemacht haben und den Arduino eingebaut haben und getestet haben, dass das alles funktioniert. Jetzt gibt es noch eine Sache, und zwar an sich ist dieser Röster für Temperaturen bis 230 Grad ausgelegt. Das heißt, wenn man eigentlich immer nur bis 230 Grad vorheizen will oder bis dahin rösten will, sollte das an sich kein Problem sein. Wenn man jetzt mit höheren Charging-Temperaturen experimentieren will, dann empfiehlt es sich, quasi einmal rundherum von dieser Metalltrommel, von diesem Metalltopf, der da drin sitzt, und einmal hier außen an der Heizlampe entlang hitzebeständiges Silikon aufzutragen. Das werde ich jetzt in diesem Fall einmal machen und das nachher schön glatt streichen. Weil ich habe am Anfang mit meiner ersten Version von dem Billojaw viel rumexperimentiert und bin auch mal auf Temperaturen über 250 Grad quasi gegangen, einfach mal um zu gucken, was geht. Und was dann passiert ist, dann schmelzen hier Teile von dem Plastikgehäuse, weil die einfach nicht für diese Temperaturen gemacht sind. Wenn man aber hier jetzt hitzeresistentes Silikon aufträgt, dann ist das kein Problem mehr, dann schmilzt das Gehäuse nicht. Und deswegen werde ich jetzt das in diesem Fall beispielhaft nochmal machen. Wie gesagt, wenn man nicht über 230 Grad gehen will mit der Maschine, dann muss man das auch nicht machen. Aber da ich sowieso dieses K2 hitzebeständige Silikon in schwarz da habe, werde ich das jetzt einmal auftragen. Hier auf die Hand. Die Hand großzügig einfüllen. Ich schalte auf den Temperatur aus. Das wird ja, hoch ist jetzt von hier, aber so. Ich fühle uns in Spielwasser rein, dann einfach mal hier oben drüber ziehen. Das war das Plastik und ein bisschen von der Trommel bedeckt ist. Muss nicht so schnell sein. Jetzt wieder besser Ton auftragen. So, machen wir weiter. Vielleicht ist noch dran.
Zum ersten schöne Sekundschicht. Das gleiche machen wir jetzt auch nochmal. Den Übergang von dem Glas zum Plastik, das schön raussetzen. So. Dann nehmen wir ein Stück rein. Und dann auch hier einmal quasi schön bei den Handklatzen. Also schön ganz wenn ganz Plastik gleich ziehen. Das hier außen auch. Quasi direkt an das Plastik. Das ist dann jetzt schön. Und das ganze Plastik ist mal dicht. So. Schön da dran. Ja. Das hat wieder keinen Schönheitspreis, aber es funktioniert. Und das ist ein Projekt, und wenn das jetzt silikoniert ist, achso, ich habe gar nicht gezeigt, wie man das. Genau, oben sieht's jetzt auch so aus. Ja, das heißt, einmal drumherum gemacht, oben das Plastik und den Rand zum Glas einmal bedeckt mit Silikon. Genau, und jetzt muss man 2 Tage lang das trocknen lassen. Ja? Und in 2 Tagen werden wir dann mal die erste Röstung machen. Um dann quasi den Röster mit Artisan zu steuern und mit Artisan auch quasi die Temperaturen zu tracken und Profile zu plotten, braucht man die Software Artisan. Das ist eine ganz tolle Kaffeeröster-Freeware, die entwickelt wurde mit ganz viel Fleiß von ein paar Jungs, inklusive Marco Luther, der auch oft noch Fragen beantwortet, wenn man welche hat. Und die müssen wir jetzt installieren. Dafür gehen wir einfach auf artisan-scope.org, gehen auf All Releases und laden uns da quasi den neuesten Release runter. Ich nehme jetzt mal nicht den Continuous Build, sondern den latest Release, der hier veröffentlicht ist. Und dann laden wir einfach die ZIP-Datei für Windows zum Beispiel runter. Das gibt's jetzt, kann man genauso gut auch auf Linux laufen lassen oder Mac, wie man möchte. Und die speichere ich jetzt hier mal. Und werde die dann gleich installieren. So, ich habe jetzt das neueste Artisan 2.4.2 installiert in Windows. Das geht relativ einfach. Und so sieht das aus, wenn man quasi die Werkseinstellungen hat. Und um jetzt quasi die Einstellungen so zu haben, wie ich sie für den Billow-Joe habe, müsst ihr einfach hier auf Hilfe gehen und dann unten unter Einstellungen laden. Könnt ihr dann quasi in dem Ordner, den es gibt, die Datei heißt Artisan Einstellungen Billow-Joe V2 A.az und die könnt ihr einfach öffnen und dann sieht Artisan so aus. Und zwar wird hier angezeigt links ein Regler, den man auch verändern kann, mit dem man die Leistung der Heizlampe verändern kann. Der kann auch von der automatischen Steuerung, dem PID von Artisan, kontrolliert werden. Und hier ist der Sollwert für die Temperatur, der kann eingestellt werden. Ich habe jetzt eingestellt, dass er bis 240 Grad geregelt werden kann. Ja, das ist dann die Solltemperatur, die auch von dem PID, die anfangs eingestellt wird im PID und anhand der dann quasi die Leistung von dem Brenner regelt. Dann gibt's hier unten ein paar Knöpfe, damit kann man automatisch, wenn man möchte, unterschiedliche Leistungsstufen von der Heizlampe anschalten. Und hier sind die LCDs, die angezeigt werden. Einmal die Bodentemperatur, dann Delta BT oder auch Rate of Rise ist das hier, was angezeigt wird. Das ist quasi, wie sehr sich die Temperatur in den letzten bis 30 Sekunden verändert hat. Und dann wird hier angezeigt,
der Wert, der eingestellt ist im Arduino für den Dimmer, für die Lampe. Ja? Das ist einfach nur noch mal eine Bestätigung, dass wenn ich quasi hier 50 wähle, das sendet dann den Befehl an den Arduino und sendet dann quasi an die Library von dem Dimmer quasi den Wert 50 und dann sollte hier auch der Wert 50 auftauchen, weil quasi das die Bestätigung dafür ist, dass der Wert auch korrekt über die Library an das Dimmer-Modul ausgegeben wurde. So, dann noch was zur Konfiguration. Man muss einstellen hier als Messgerät den TC4. Ja, das ist quasi dieses Arduino TC4 Shield und das wird quasi simuliert von dem Arduino Nano mit meinem Sketch drauf. Als ET-Kanal habe ich hier None eingestellt und der Bodenkanal ist dann Kanal 2, wo dann die Temperatur quasi gemessen wird. Filter habe ich alle hier auf 0%. Steuerung ist theoretisch aktiviert. Kurven sollen nur die Bodentemperatur angezeigt werden und LCDs auch nur Bodentemperatur, weil wir haben ja keine Sonde für ET. Genau, dann Zusatzgeräte ist hier eingefügt Arduino TC4 7.8 und da liest er quasi über das LCD 2 und die Kurve 2 liest er quasi diese Dimmer Value aus. Ja, das ist alles hier korrekt eingestellt. Ja. Genau, das heißt hier, darüber wird diese extra LCD, die hier rechts ist, quasi ausgelesen von den Werten, die der Arduino ausgibt. Dann gibt es noch eine Sache, und zwar die Temperatur von den Thermofühlern, die sind manchmal nicht ganz korrekt. Was man machen kann, ist einfach den Thermofühler einmal, wenn er noch an dem Arduino außerhalb vom Gehäuse ist, mal in kochendes Wasser halten und dann sollte da 100 Grad rauskommen. Früher bei diesem chinesischen Thermokouple, was ich drin hatte, kam da halt dann 103 Grad raus und dann gibt man hier einfach x minus 3 an und dann zeigt halt Artisan 100 Grad an bei kochendem Wasser. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon beim Anschluss. Dann gibt's, genau, das war das Messgerät. Dann muss man hier auf Anschluss gehen. Das sind dann die Anschlussparameter, bei welcher Schnittstelle eigentlich das Messgerät angeschlossen ist. Und da erscheint es auch schon. Und zwar haben wir einmal den Anschluss COM3. Das ist, ja, das ist quasi, da sitzt den Bluetooth Serial Port mit diesem SPP-Dev. Das ist der COM3. Dann die Bautrate ist 9600 für die Bluetooth-Kommunikation. Datenbits 8, Parität N, Stopbits 1, Zeitlimit 1. Das ist alles so, wie es sein soll. Und als Extras wird dann quasi dieses Messgerät noch angezeigt. Hier steht jetzt irgendwas drin beim Modbus, aber das sind, glaube ich, noch alte Parameter, die aber eigentlich gar nicht verwendet werden, weil eigentlich sollte es nicht über Modbus laufen. Ist ja ein Nicht-Modbus-Gerät. Also das ist eigentlich das Wichtigste, was so eingestellt werden sollte. Dann kann man hier bei Kurven, ET muss nicht aktiviert werden, Delta BT ist aktiviert. Filter kann man, wenn man jetzt besonders glatte Kurven haben möchte, kann man hier Glättung noch hoch machen und die Delta-Spanne noch länger machen und dann kriegt man irgendwann auch bei Delta BT wunderschöne glatte Kurven raus. Mich stört das eigentlich nicht, dass man so ein bisschen Noise drin hat. Das ist bei einem Thermofühler mit der Dicke von 1 mm, was sehr schnell misst, eigentlich relativ normal. Man kann hier schon Spitzen entfernen und so und Spitzen glätten aktivieren. Und man kriegt dann halt so eine Delta-BT-Kurve. Ja, ansonsten ist alles ganz normal eingestellt.
Das wäre es dann auch mit Kurven. Genau. Dann gibt es Ereignisse. Dann kann man quasi bestimmte Regler und Tasten definieren von Sachen, die passieren. Man kann hier Auto füllen und Auto leeren anmachen. Ich würde es aber ausmachen und quasi selber mit Knöpfen sagen, wann eigentlich wann man die Bohnen einfüllt und wann man quasi auch die Trommel leert. Das kann man per Knopf dann machen. Ich habe hier bei Tasten die Tasten definiert, die sieht man ja hier unten, womit man quasi dann verschiedene Heizwerte einstellen kann. Ja, das sind dann hier die Werte, die gesendet werden über die serielle Schnittstelle und quasi was hier angezeigt muss man auch so eingeben hier. Genau, damit drüber kann man quasi dann die Brennlampe kontrollieren, wenn man möchte. Und als Regler, ganz wichtig, der muss definiert werden, und zwar ist das der Brenner. Und dieses Zeichen bedeutet quasi, dass über den Regler hier Brenner links quasi, wenn ich den verändere auf einen bestimmten Wert, dann wird quasi über die serielle Schnittstelle dieser Wert einfach übertragen an den Arduino und das stellt dann den Dimmerwert ein. Und ja, diesen Regler muss man auf jeden Fall kreieren, aber es ist ja schon alles drin. Ansonsten hier brauchen wir nichts mehr zu machen. Dann, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir Alarme auch programmiert. Und zwar sind das Alarme, die bei einer gewissen Temperatur, die erreicht wird, den Regler von dem Brenner auf einen bestimmten Dimmerwert stellen. Das heißt, es wird quasi automatisch eine Art Kurve erzeugt, die möglichst optimal nach Scott Rao läuft. Und zwar immer mit zunehmender Zeit quasi immer flacher wird. Ja? Das heißt, bei 170 Grad wird es auf 80 geschaltet. Also erst ist es bei 99. Am Anfang fahren wir mit 99 mit voller Leistung an und dann bei 170 geht es auf 80, bei 185 Grad geht es auf 66, 200 Grad auf 50%. Also das sind keine Grad, sondern das sind Prozent Leistung der Lampe. Und bei 215 Grad geht es dann nur noch auf 20% Leistung der Lampe, so dass es dann möglichst flach wird am Ende die Kurve. Also alle diese Einstellungen werden automatisch reingeladen, wenn ihr quasi hier meine Artisan-Einstellung Billow-Joe V2 reingeladen habt. Eigentlich müsst ihr gar nichts mehr da verändern. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. So, ich habe jetzt doch 3 Tage gewartet, quasi nachdem ich die Silikonierung gemacht habe von dem Rand. Hier kann man das sehen. Und werde jetzt gleich mal die erste Röstung machen. Aber vorher werde ich den einmal 10 Minuten bei 230 Grad laufen lassen. Einmal, um das so ein bisschen alles ausdampfen zu lassen, da was da auch immer ist. Und dann machen wir einfach eine Teströstung. Die werde ich jetzt nicht trinken, sondern eher wegwerfen, weil die erste Röstung würde ich vielleicht nicht unbedingt trinken. Aber ja, da könnt ihr dann einfach zugucken. So, wir starten gleich unsere erste Röstung. Ich habe jetzt hier quasi den Röster aufgebaut und habe den erst angeschlossen an das Netz und dann habe ich Artisan aufgemacht und dann auf eingedrückt und jetzt hat er hier eine Verbindung und zeigt die Temperatur an. Jetzt sind es gerade hier draußen ziemlich kalt schon, 18 Grad zeigt er an, quasi in dem Röster. Und ich werde den jetzt erstmal 10 Minuten auf 230 Grad heizen und dazu werde ich die PID-Funktion von Artisan benutzen. Dazu schalte ich jetzt erstmal die
das Heizprogramm von dem Heizluftröster an auf 230 Grad und 1 Stunde, indem man vorne zweimal auf die Minuszeichen drückt, jeweils auf das Minuszeichen drückt und dann auf Anschaltet. Dann geht die schon an. Und dann werde ich jetzt hier den PID konfigurieren. So, ich hatte ja Artisan hier gestartet und ist richtig initialisiert und connected. Neben mir läuft schon der Röster. Die Lampe ist an. Ich kann die Lampe jetzt hier auch ausmachen, indem ich auf 9 gehe. Dann geht die Lampe aus. Aber was ich machen will, ist jetzt quasi auf 230 Grad vorheizen. Dazu gehe ich hier auf Steuerung. Das sind die PID-Werte, die habe ich irgendwann mal über Nichols-Ziegler Methode definiert. Die sind wahrscheinlich nicht optimal, aber sie funktionieren. Und dann gehe ich hier auf den Sollwert 230 Grad und mache Setzen. Dann geht hier links quasi der Sollwert auf 230 Grad. Und dann sage ich einfach an. Und jetzt wird automatisch die Brennerleistung auf 99% geregelt. Ich mache hier nochmal den Motor an. Und ich kann hier jetzt auch schon mal Start machen. Dann fängt auch schon die Protokollierung von der Temperatur an. Dann können wir uns das jetzt die nächsten Minuten mal anschauen, wie das denn so verläuft. Und ich hätte das jetzt schon mal 20 Minuten, dann abbiegen, schon mal dann fahren wir einfach mal das. Mir kann auffallen, dass ich die Delta-Achse noch verändern möchte. Das war ja erstmal 50. So. Man sieht das schon leicht aus, auf 120. Wie ihr seht, hat jetzt der PID von Artisan angefangen, den Heizluftröster zu wählen. Das heißt,
Deswegen war der Wert automatisch so, dass am Ende quasi 32 Grad gehalten werden. Das steht jetzt noch ein bisschen steiler am Anfang, aber eigentlich hält sich das so ein bisschen ein, dass die Wand nicht mehr so stark schießt. Aber ich gleich von der Außentemperatur ist das erst verhalten. Also vielleicht sollte man die Technik nochmal tun. Also im Sommer hat es nicht so drastisch schon. Ja, wir lassen jetzt einfach mal auf bis 20. So, der Röster befindet sich gerade bei 230 Grad und ich sagte ja, ich mache mal 10 Minuten 230 Grad, um das einfach mal durchzuheizen und alles, was da irgendwie noch verbrennen kann, so ein bisschen auszugasen. Was man auf jeden Fall noch braucht, sind quasi 2 Grillhandschuhe. Die braucht man nachher, um die Bohnen in die Trommel reinzuladen und nachher auch, um die Trommel rauszuholen und quasi zu droppen. Da reichen einfach so billige Grillhandschuhe, das sind so Baumwollhandschuhe mit irgendeinem mit einer feuerfesten Beschichtung. Ich guck mal gerade, ob ich hier nicht, hatte ich da nicht P und Input? P und Error.
So, ich habe jetzt hier 250 Gramm kolumbianische Bohnen von Fricke, grüne Bohnen. Ich packe mal den Laptop weg. So. Jetzt werde ich hier gucken, dass ich quasi dass ich die Trommel quasi, indem ich hier auf das Roll drücke, quasi so anhalte, dass die Öffnung nach oben ist, damit ich vernünftig die Bohnen reinmachen kann. Ja, so sieht es ganz gut aus. Jetzt nehme ich mir hier die Bohnen, mache hier den Deckel auf. Dann kann ich hier die Trommel öffnen, das hier einfüllen, wieder schnell zumachen und los geht's mit der Röstung. Ich schalte jetzt hier beim Laptop die Steuerung aus. PID. Also ich drücke hier erstmal auf Füllen. Und wichtig, die Trommel muss auf jeden Fall sich bewegen. Habe ich gerade vergessen direkt wieder anzumachen, aber das war jetzt nicht lang. Dann habe ich hier jetzt bei Artisan auf Füllen gedrückt, das heißt, damit fängt die Röstung an. Und ich mache jetzt die Steuerung aus vom PID. Und jetzt detektiert das Thermometer quasi die Temperatur der Bohnen. Ich mache hier gerade mal. Ich mache hier mal 18 Minuten maximal. Jetzt keine Ahnung, warum da so ein Knick reingekommen ist. Das habe ich eigentlich bis jetzt noch nicht so gesehen. Naja, das ist ja auch das erste Mal mit diesem, den habe ich ja neu gebaut. Vielleicht ist der Temperatursensor doch noch nicht so perfekt platziert. Vielleicht muss der noch ein bisschen mehr nach unten zeigen. Sieht eigentlich so aus, als würde er in den Boden drin sein.
Vielleicht ein bisschen hoch. Vielleicht muss er noch ein bisschen weiter, vielleicht muss der Temperatursensor noch ein bisschen weiter nach unten zeigen. Naja. Ja, normalerweise kriegt man nicht diesen Knick. So, und jetzt fahren auch automatisch diese Alarme ab. Und zwar, ich meine, bei 170 springt der Brenner automatisch auf 80% Leistung und dann kommen immer weitere Stufen. Das hatte ich so über die Alarme eingestellt, dass quasi der Röster sich selbst jetzt regelt. Das ist jetzt keine PID-kontrollierte Röstung, sondern eine Röstung, die über Alarme funktioniert. Und der First Crack müsste ungefähr so bei 205 bis 210 Grad kommen. Das ist jetzt noch ein Weilchen hin. Den werden wir dann markieren. Ich markiere jetzt mal die Trockenphase. Die Bohnen sehen schon recht gelblich aus. So, jetzt ist der Brenner nochmal eine Stufe runtergegangen, damit die Kurve quasi immer flacher wird mit der Zeit. Also ich werde den Sensor dann vor der nächsten Röstung dann ein bisschen weiter nach unten biegen, damit sowas nicht mehr vorkommen kann, dass da irgendwie, dass da irgendwie die Temperatur so seltsam aussieht. Jetzt haben wir hier einen ersten Crack gehört. Wenn jetzt noch ein paar mehr kommen, dann ist das der Start. So, jetzt geht's los, der First Crack. Und jetzt werde ich den Kaffee so lange lassen, bis wir hier oben bei Development Prozent 24% Development haben. Und dann werde ich ihn rausholen. Das dauert gar nicht so lange. Und der Brenner ist jetzt auf 50 runtergegangen. Der
Ich hoffe, man kriegt nicht zu sehr einen Flicken Crash, aber es sieht noch ganz okay aus. So, der First Track. Der First Track hat schon begonnen und ich habe den markiert bei Artisan. Und jetzt sind wir bei 11% Development und ich werde die Bohnen rausnehmen, wenn sie bei 23 oder 24% sind. Ich habe mir jetzt schon mal die Handschuhe angezogen. Bei 20% gehe ich schnell rein und hole die Bleche, die bei minus 20 sind. Ich packe das gerade mal hier noch ein bisschen rüber. Jetzt ist der Dimmer nochmal runtergegangen. Ich habe ganz leichten Blick. So, jetzt gehe ich mal die Bleche holen. So, jetzt haben wir 24%. Klicke ich hier, mache die Trommel auf Stopp, nehme vorsichtig die Trommel raus, mache hier auf und leere das gleich, leere den Inhalt der Trommel gleich hier drauf aus. So, das kommt wieder rein. So, mache das zu und hier aus. Machen ein bisschen so. Ich mache hier mal, gehe hier mal auf Leeren. Das kann ich jetzt nicht. Aber das kann man im Nachhinein bei Artisan noch einstellen, dass man den Punkt, wo man gedroppt hat, dann noch markiert. So, jetzt schütte ich das einmal hier rüber auf das kleine Blech. Dann haben wir da auch noch mal eine Abkühlung. Jetzt gehe ich da mit rein, schütte das auf das große Blech, was im Kühlschrank ist. So, hier sind jetzt die Bohnen auf dem großen Blech. Das packe ich jetzt mal kurz hier hin. Ich packe mal die Fritteuse hier runter. Und den Laptop weg. Mache ich hier mal leeren. Wo ist der Mauszeiger? Da. Und dann aus. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Bis auf diesen. Wenn ich jetzt hier rechter Mausklick leeren mache, dann müsste er eigentlich automatisch
Die Achse ist irgendwie... So sieht dann eigentlich unser Profil aus. Das sieht doch eigentlich recht okay aus, bis auf diese eine komische Stelle hier, wo ich nicht weiß, das habe ich eigentlich noch nie gehabt. Aber es war die erste Röstung jetzt. So, die Bohnen sind schön gleichmäßig geröstet. Ich packe den Laptop mal weg. So, und was ich jetzt noch machen werde, ist also die sind schon, die kann ich schon ganz easy mit der Hand anfassen, die sind schon eigentlich, keine Ahnung, bei 30 Grad. Das ging jetzt relativ schnell. Also dieser Abkühlprozess funktioniert eigentlich recht gut. Und was ich jetzt am Ende noch mache einmal ist, einfach nur die Häutchen einmal wegföhnen. Und dabei kühlt man die Bohnen natürlich nochmal ab. Das geht eigentlich ganz easy, gibt so eine kalte Funktion beim Föhnen. Dass man einfach ja, und das kann man dann, packt man dann quasi in eine, ne, ich hoffe man kann das sehen, eine schön gleichmäßige Röstung. Auch nicht zu dunkel. Und die meisten der Kaffeehäutchen sind tatsächlich hier noch drin in dem Kaffeeröster. Die liegen da oben drin. Sind hier unten in der Wanne. Die saugt man dann einfach einmal aus und hier auch den Rand schön absaugen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, das war die erste Röstung. Mit einer komischen Temperaturanomalie. Aber wie gesagt, das kann daran liegen, dass der Röster noch ein bisschen mehr, dass die Temperatursonde noch ein bisschen mehr nach unten gebogen werden muss. Sie anfangs irgendwie nicht richtig in den Bohnen war, gut, aber später war sie es ja. Okay. So, das sind jetzt die Bohnen. Und ich habe genau 250 Gramm abgewogen gehabt von den grünen Bohnen und die eingefüllt in den Röster. Und jetzt werden wir einmal schauen, mit Hilfe von der Waage, die ich hier habe. Da packe ich jetzt mal die Schüssel drauf. Die Schüssel fülle ich jetzt hier um. Hoffentlich ohne die runterfallen. Und dann wiege ich die Bohnen. Dann sind wir bei 210,9 Gramm. Und wenn ich jetzt 210 durch 210,9 durch 250 teile, dann kriege ich 84,3. Das heißt, ich habe einen Einbrand von 15,7%. Das entspricht ungefähr so einer mittleren Röstung.
Und so sehen auch die Bohnen aus. Eigentlich ganz schön. Riecht auch sehr gut. Also manchmal riechen Röstungen auch nicht so toll direkt am Anfang. Aber die riecht jetzt schon sehr gut. Und dann muss man die würde man jetzt in eine Tüte füllen. Vielleicht eine mit einem Ventil, aber geht auch ohne Ventil. Und dann kann man sie als Espresso so in der Woche trinken. Aber ich werde die jetzt wegschmeißen. Weil das war jetzt die erste Röstung, die werde ich jetzt nicht trinken. So, ich wollte jetzt nochmal quasi eine Nachbesprechung machen von der Röstung. Also ich kann mir hier bei Konfiguration Achsen auch quasi die Achsenwerte hier einstellen. Ich habe jetzt mal 50 Grad gemacht, damit man das ein bisschen besser sieht. Und da quasi Delta BTE maximal irgendwie bei 35 war, gebe ich hier mal 35 ein. Und hier mal 0. Und ja, dann sieht man, dass eigentlich die Kurve ist von der Röstung ist relativ schön verlaufen. Außer hier ganz am Anfang, nach 2 Minuten habe ich irgendwie so einen Knick drin gehabt. Also das habe ich noch nie gesehen. Dass da irgendwie der Sensor war kurz aus den Bohnen raus oder hat sich irgendwie falsch platziert oder so. Na, normalerweise habe ich das auf jeden Fall nicht. Man sieht hier das hier sind die Werte von dem Dimmer, die eingestellt werden. Man sieht die Automatik. Am Anfang sind quasi 100% Leistung, dann geht das auf 66, dann geht es auf 50 und bei 215 Grad, glaube ich, geht es dann auf 20% runter. Ja, die werden jetzt hier nicht mehr richtig angezeigt, weil, ja, vielleicht mache ich die Achse nochmal doch runter. 15. Da sollte man den Wert dann, ja genau, dann sieht man hier unten den Wert von 20. Das ist nämlich der Heizwert, der Dimmerwert. Was man sieht, ist, dass quasi, eigentlich sollte das hier eine durchgehende, schöne, gerade Kurve sein, die immer weiter nach unten geht. Man hat hier so ein bisschen Schwankungen drin, das liegt aber daran, dass quasi der Thermofühler ist ein sehr schneller Fühler und der hat eine gewisse Noise. Ja. Die kriegt man nicht ganz raus. Ich kann jetzt hier bei Kurven Filter könnte ich jetzt noch Kurven glätten machen. Noch weiter hoch. Ja, und hier vielleicht die Glättung auch noch weiter hoch. Und dann kriegt man das vielleicht schöner hin. Ja. Aber es geht gar nicht darum, unbedingt eine schönere Kurve zu bekommen, sondern etwas, womit man arbeiten kann. Ja. Ich habe jetzt hier Kurvenglätten auf 6. Ja. Und was ich sehen kann, ist, ich habe hier ein bisschen einfach Noise drin, aber der Trend geht ja eigentlich immer schön so nach unten. Was man ein bisschen sieht, ist, dass quasi mit dem First Crack doch die Temperatur wieder zunimmt. Ja? Das heißt, hier hat das nicht so gut funktioniert mit dem mit diesem, dass die ROR immer weiter runterfällt. Ja? Das heißt, das ist hier theoretisch die Röstung nicht perfekt gelaufen. Ja? Da könnte man jetzt quasi versuchen, da zu intervenieren, indem man vielleicht hier früher runtergeht auf die 20% Dimmerleistung, dass man das vielleicht bei 210 Grad schon runterzieht, damit das hier nicht nochmal hochgeht. Aber das muss man dann kommt dann auf jede Bohne an, muss man vielleicht initial bei den ersten 2 Röstungen mal so ein bisschen gucken, wie man die Dimmerwerte hier verteilt.
wann man auf welche Dimmerleistung runtergeht, damit man quasi möglichst eine schöne, flacher werdende Kurve bekommt. Ich werde auch nochmal eine zweite oder eine dritte Röstung natürlich jetzt mit dem Gerät bauen, was ich euch hier im Tutorial gezeigt habe, und dann werde ich auch nochmal eine vernünftigere Kurve machen. Das war halt jetzt die erste Röstung, ist halt so gelaufen, aber könnte schlimmer sein. So, damit ihr jetzt nicht denkt, dass das nicht gut funktionieren kann mit dem Billow Joe, weil die erste Röstung so ein bisschen seltsame Einbrüche hatte hier am Anfang, zeige ich euch mal eine Röstung, die ich mit dem Gerät gemacht habe, den ich eigentlich davor gebaut habe, was jetzt quasi dieselbe Ausstattung hat, bei denen ich jetzt über das letzte Jahr immer benutzt habe. Und da kann man eigentlich sehen, dass man hier eine schöne Kurve generieren kann, die immer flacher wird und wo quasi auch die ROR relativ gut abfällt. Und man sieht natürlich immer diese gewisse Noise, die man hier drin hat, aber das reicht schon, um den Trend zu sehen, damit man das Gefühl hat, man hat jetzt nicht grundlegend was falsch gemacht. Und wichtig ist auch quasi zu sehen, wie viel Prozent hat man von Development, darüber kann man am Ende eigentlich dann genau sagen, ob man eine helle oder eine dunklere Rüstung haben möchte. Das kann man dank Artisan ja alles sehr gut sehen. Genau, und ich wollte euch einfach nochmal zeigen, wie das aussieht bei einer Rüstung, die perfekt funktioniert hat. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ein paar von euch den Billow Joe nachbauen und man sich dann halt gegenseitig Tipps für Boden und für die Alarme oder für PID-Einstellungen geben kann. Das wäre total klasse.